Einen wunderschönen guten Abend. Ich stehe hier zwischen Herr und Frau Hase. Und diese beiden ganz tollen Hasen, und zwar sind die ja nicht klein, wie man hier sieht, gibt es heute Abend zu verlosen. Das heißt, Sie müssen nichts anderes machen, als immer schön reinschreiben und mitchatten und sich unterhalten. Und dann kommen Sie mit in den Lostopf und vielleicht haben Sie das Glück und gewinnen entweder Herrn oder Frau Hase. Das bedeutet aber auch, wenn Sie gewonnen haben, am Ende der Sendung sagen wir ja die Gewinner, dass Sie sich bitte bei uns melden, sodass wir und die Adresse bei uns abgeben. Das heißt nämlich, vom letzten Mal gibt es immer noch ein Präsent, wo sich jemand noch nicht gemeldet hat, der gewonnen hat. Also der sein Präsent noch nicht bekommen hat, bitte vielleicht nochmal beim Livestream nachgucken vom letzten Mal. Wir schreiben die ja auch immer rein, wer gewonnen hat. Das heißt, bitte sich dann bei uns melden, damit wir das auch verschicken können. So, das ist einmal. Zweitens wieder in eigener Sache. Unsere Eike ist leider immer noch krank, also von hier gute Besserung an die Eike, und es wird auch noch ein Weilchen dauern, bis sie wiederkommt. Und das bedeutet, wir versuchen natürlich jetzt alle Fragen wieder hier live ins Studio reinzubringen, dass ich die beantworten kann. In diesem Kontext möchte ich mich auch bedanken bei Frau Stiepert und und bei Frau Winter, weil beide haben letztes Mal so nett immer die Artikelnummern reingeschrieben und den anderen Kunden geholfen. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür, weil dann geht es für uns etwas leichter und die Kunden haben dann auch direkt die Artikelnummer. Das heißt, heute geht es also genauso, die Fragen, Sabine liest alles und versucht natürlich so viel wie möglich die Fragen bei mir direkt reinzukommen. Und sonst, wenn eine wichtige Frage ist, die nicht beantwortet wird, bitte per E-Mail schreiben, die E-Mails werden beantwortet. So, jetzt geht es los. Wir haben so ein bisschen was aufgebaut, wir haben ein bisschen Osterdeko, wir haben natürlich das neue farbige Heavy Body Gel, was Sie sich ja so gewünscht haben. Wir hatten ja das Schwarze jetzt gehabt und jetzt kommt es endlich auch mal in Grau, in Weiß. Weiß ist absolut der Hammer, also das Grau auch, und in einem ganz tollen Braun, was sich aber so ein bisschen der Unterfarbe anpasst. Das werden Sie gleich sehen, weil das Braun sieht auf den Dosen, die wir es gemacht haben, eigentlich mehr so aus wie so Ochsenblut oder so Weinrot. So, hinter mir aber, wir hatten, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber wir hatten gestern einen Traumtag, wo ich gesagt habe, okay, wir sind schon im Frühling dran, also komm, wir dekorieren ein bisschen Frühling. Die Sachen sind zwar gerade frisch gekommen, aber vielleicht hat ja schon der eine oder andere Lust, auch schon mal ein bisschen etwas für draußen zu kaufen. Und das sind nämlich Outdoor-Kerzen. Diese großen, die wir haben, inklusive diese, die mit so wie so eine Art Keramik ist das, wo sie drin stehen, das sind alles Outdoor-Kerzen, die leuchten wunderschön, also richtig durchgehend. Dementsprechend sind sie natürlich auch fantastisch geeignet für unsere Keramikstickers, wer die drauf tun möchte. Natürlich auch geeignet für unsere Wassertransfers oder einfach so. Ich finde sie halt so wunderschön, weil man sie halt so unterschiedlich dekorieren kann. Das heißt, dass man einfach jetzt zu Ostern eine Kordel drum macht, vielleicht ein paar Feder dran. Aber das kann ja jeder machen, wie er will. Aber die haben eine tolle Größe. Und man kann sie wirklich draußen hinstellen. Die sind von unten so geschlossen, dass da nichts passieren kann. Von hier oben kann auch das Wasser. Also überhaupt kein Problem. Das sind wunderbare Outdoor-Kerzen. Ich hätte die erste Frage. Ja. Kommen unsere neuen Rahmen nochmal in den Shop? Die weißen Rahmen, die bestellen wir alle nochmal nach. Ja, die kommen wieder. Alles kommt wieder und auch noch wieder ein paar mehr. Also gar kein Problem. Wobei die Rahmen dauern immer noch. Ja, wollte ich gerade sagen, das dauert ein bisschen. Nicht ganz so schnell. Ja, aber es kommt alles wieder. Ja, ja. So, jetzt haben wir diese wir wussten also auch nicht, dass die so schnell wieder weg sind. Okay, aber sie kommen auf jeden Fall alle wieder. Jetzt haben wir diese tollen Kerzen gezeigt, die sind auch wirklich richtig groß. Also ich habe so eine große Laterne, ich bin schon am Überlegen, ob ich sie auch für draußen nehme, dass ich sie dann richtig, sage ich jetzt mal, in diese großen Laternen, da ist ja immer schwer, so große Kerzen zu kriegen. Und die sind also kein Wachs, das ist Kunststoff, aber die haben wirklich also sage ich jetzt mal, wenn man die schon anfasst, denkt man, das wäre Wachs. Und ich habe immer das Problem im Sommer, dass mir auch die LED-Kerzen, die Wachs sind, schmelzen. Also du kannst ja nicht ständig diese Laterne hin und her räumen. Also was habe ich gemacht? Ich habe immer die Wachskerzen rausgeholt und habe sie dann, sag ich jetzt mal, immer wieder abends wieder reingetan. Aber das ist ja sehr mühsam und das ist also bei denen richtig toll, dass man das hier nicht braucht. So, die hier gibt es in 2 Größen. Ich meine, das ist
Oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob es die größere ist oder die kleinere. Ich meine, das ist die... Ist die kleinere? Okay, also auf jeden Fall, die gibt es in 2 Größen, dass man das auch schön zusammen kombinieren kann. Und die sehen wirklich aus wie richtig schöne, echte Kerzen. Soweit jetzt hier diese bisschen Andeutung von den Kerzen für draußen. Jetzt haben wir hier ein bisschen aufgebaut, so Osterdeko, was man so machen kann. Und da haben wir diese wunderschönen, sag ich jetzt mal, Familien, wie diesen, sag ich mal, Papahase mit dem Küken an der Hand beim Spazierengehen oder da hinten Mamahase, die einen Kuchen in der Hand hat. Also das ist alles von Goodwill, dementsprechend sehr auch hochpreisig, aber natürlich auch eine ganz, ganz fantastische Qualität. Also das merkt man dann schon, wenn man sie in der Hand hat, dass die wirklich ganz, ganz fein ausgearbeitet sind und auch wunderbar fein angemalt. Also da sieht man dann schon ein bisschen diese Unterschiede. Ich finde sie total süß. Wir haben sie jetzt hier komplett kombiniert, mal mit wunderschönen Glasartikeln, und diese 2 Flaschen, die Sie jetzt sehen, das ist Glas, das ist aber so, ja, das ist eingefärbt, aber es sieht eigentlich aus wie so braun Sand gestrahlt, so ein bisschen. Und auch der Topf ist ebenfalls Glas, den Sie daneben sehen. Wirklich traumhaft schön so, aber auch perfekt geeignet, um ihn dann weiter zu dekorieren. Das bedeutet vielleicht mit Moldformen oder mit den Wassertransfers. Also man kann sie wunderbar weiter dekorieren. Dann haben wir hier ganz viel diese feinen Glaskerzenleuchter. Das ist also, waren ja schon an letzten Weihnachten der Trend, aber jetzt für Frühjahr sind sie jetzt nochmal, wie man sieht, da auch in den milchigen Farben. Sie werden sie überall sehen, weil sie werden in allen Farben angeboten und auch wunderbar, dass man sie miteinander kombinieren kann, weil sie halt diese Leichtigkeit haben. Dieses farbige Glas sieht halt ganz, ganz edel aus. Dann haben wir momentan neu im Shop, da wurde auch immer nachgefragt, diese ganzen LED-Stabkerzen. Und zwar in 4 Farben, in diesem wunderschönen blassen Grün, in Rosé und in Cremeweiß beziehungsweise auch in Grau. Die sehen wir jetzt gleich noch alle, wenn wir noch weitergehen. Also auch das ist alles bei uns jetzt im Shop da, ist alles frisch angekommen, inklusive dieses Geschirrs. Das werde ich mal gerade Ihnen zeigen, wer Lust hat, sich also ein bisschen, das ist so, ich finde es wunderschön, so für jetzt ist aber schon für mich ein bisschen weit, also schon für jetzt Sommer, weil diese Schüssel, wo ich jetzt den Hasen hier platziert habe, das ist so ein bisschen, sage ich jetzt mal, wie eine Salatschüssel, aber diese großen Teller, da ist jetzt ein bisschen das Moos drauf, sind schon ein Traum. Also wenn man, das ist ein schweres Glas, toll so eingefärbt, also ich finde sie wunderschön, wirklich so als Platte oder also für mich wirklich für Salate, für Sommer, für draußen, finde ich sie fantastisch geeignet. Als Idee, weil man mich immer gefragt hat, wenn ich hier Geschirr aufgebaut habe. Wir haben nicht viel davon, aber wer Lust hat, ist das wirklich eine tolle Kombination. Eine Frage zu den dicken Kerzen, sind die mit Timer? Sind die mit Timer, Sam? Ich muss da unten drunter gucken, ich glaube ja. Ich muss mal gerade gucken, ich bin da ein bisschen arg überfragt. Die sind mit Timer, ja, sind mit Timer. Die sind mit Timer, so. Und jetzt mache ich sie wieder zu. Ich bin da also gar nicht derjenige, der da immer so drauf achtet. Wir sind auf jeden Fall mit Timer. So, jetzt gehen wir zur nächsten Dekoration und da haben wir nochmal die Gartenzwerge aufgebaut. Und im Hintergrund, werden Sie gleich sehen, also da ist gerade die Kamera, da sieht es mal, haben wir die Gartenzwerge. Und im Hintergrund diese Vasen. Die kann ich Ihnen nur empfehlen, weil die sind richtig schön kräftig. Ich meine, das ist sogar recyceltes Glas und die sind sehr, sehr günstig. Das heißt, wenn Sie einfach, wie ich das gemacht habe, das sind diese 2 Größen, wenn Sie da einfach ein Band drum machen, dann sehen die so toll aus und sie sind natürlich eine wahnsinnig schöne Basis für uns Bastler, um sie weiterzuarbeiten. Sam, weißt du zufällig den Preis, weil die sind wirklich günstig? Weiß ich nicht, der kleinere, glaube ich, 2,50 oder so, aber ja. die sind für die Größe sind die sehr günstig. Ja, genau, die sind extrem günstig und die sind wirklich toll. Also ich habe gedacht, wow, also das ist wirklich toll. Also das kann ich Ihnen nur ans Herz legen, weil die sind natürlich fantastisch, um sie auch weiter zu verarbeiten, ob man sie als Windlicht benutzt, ob man sie als Vase gerade für die Tulpen benutzt.
Wirklich toll. Ja, dann haben wir auch diese Vasen jetzt im Programm, die weißen. Absoluter Traum, ist ein hauchdünnes Glas, muss ich aber direkt sagen, ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Das heißt, ich sag direkt, was war. Also ich hatte sie voll gemacht mit Wasser. Und gut, dann haben die natürlich ein gewisses Gewicht und habe sie oben angefasst und dann ist mir direkt ein Stück rausgebrochen. Also, wenn Sie sie voll mit Wasser machen, unbedingt von unten anfassen, weil das werden Sie direkt sehen, das ist ein ganz feines, traumhaft schönes Glas und ich gehe auch davon aus, dass das wunderschön leuchtet, wenn man das gar nicht als Vase benutzt, sondern wenn man das zum Beispiel auch als Windlicht benutzt. Mir gefiel die Farbe so gut, weil es halt so dieses weiße Matt ist und ich wollte es eigentlich haben, ich habe sie jetzt mit den Tulpen gefüllt, aber mir ging es eigentlich darum, die weiter zu verarbeiten. Ich fand, das ist eine perfekte Form für unsere Moldformen, perfekte Form für die Wassertransfers etc., für die Keramiksticker, alles was wir so haben, um die da drauf zu platzieren und halt eine schöne Deko zu machen. Frage zu den Vasen, ja. Passen da auch die Schrumpfbanderolen? Zu was jetzt bitte? Zu den Glasvasen, zu die großen? Nein, die sind zu groß. Also die sehen jetzt vielleicht kleiner aus, aber die sind um einiges zu groß. Also die sind schon groß vom Umfang her. Die Schrumpfbanderolen, die sind ja für 10 cm und die sind bei weitem mehr wie 10 cm. So, jetzt haben wir noch ein bisschen diese Körbe gesehen und ich glaube, diese Kerzen, da bin ich nicht ganz sicher, das ist, glaube ich, schon fast alles ausverkauft, diese Sachen. Die Gnome sind ausverkauft, aber jetzt haben Sie es halt einfach nochmal gesehen, genau, einfach nochmal gesehen. So, eine Frage zu Farben. Die Farbe Blattgrün und Helllila, kommen die nochmal in den Shop? Ja, die kommen auf jeden Fall, wenn die jetzt ausverkauft sind. Also sind die jetzt ausverkauft? Ja, wir hatten ja nicht viel, die waren bei HSE. Ach so. Diese 2 Farben. Okay. Die kommen aber wieder, aber im Moment halt, dauert noch 1, 2 Wochen, glaube ich. Okay, so jetzt gehen wir aber mal zu den Heavy Body Gel. So, das Heavy Body Gel hatten wir ja jetzt schon in Schwarz angeboten und jetzt haben wir, da war ja auch die Frage groß danach, ob wir sie in anderen Farben machen können und das haben wir jetzt gemacht. Und zwar gibt es sie in diesem tollen Grau, das ist das, was man jetzt sieht, und dann in dem Weiß und in Braun. Und jetzt nochmal für jemand, der jetzt nicht weiß, was Heavy Body Gel ist. Wir haben dieses Heavy Body Gel nicht nur farbig herstellen lassen, sondern es ist von der Konsistenz auch etwas fester wie das Klare. Das bedeutet, es ist ganz, ganz einfach, damit über Schablonen zu arbeiten. Wenn Sie jetzt damit über die Schablonen gehen, dann auch über die dicken Schablonen, haben Sie sofort diese fantastische Rundung. Und gleichzeitig, weil sich das zusammenzieht, wenn es trocknet, hat man obendrauf immer so eine Rundung. Und gleichzeitig haben Sie auch diesen wahnsinnigen Hochglanz, der natürlich dann in Verbindung mit den, wie soll ich jetzt sagen, mit dem matten Hintergrund, wenn Sie einen matten Hintergrund nehmen, fantastisch aussieht, weil dieser Glanz halt super rüberkommt. Hier kann man das jetzt auch nochmal sehen. Hier haben wir das immer schön auf die Dosen gemacht. Das sind übrigens unsere Bordürenschablonen. Die, ja, ich weiß gar nicht, ob wir sie noch im Shop haben, aber wir hatten sie auf jeden Fall bei HSE und ich könnte auch sein, dass noch ein paar bei HSE da sind. Übrigens hat HSE bis zum 8.3. Auf einige Produkte sogenannte Power Deals, das bedeutet, die haben wieder den reduzierten Preis, also sind nicht mehr so hochpreisig und manche der Produkte sind auch versandkostenfrei. Also wer da jetzt noch etwas haben möchte, kann ich nur empfehlen, es bis zum 8.3. zu shoppen, weil da ist es noch günstig, dann geht der Preis wieder hoch. So, jetzt gehe ich aber noch mal gerade an diesen Tisch, wo der Sam so schön lang geht, weil ich wollte Ihnen doch diese Knöpfe zeigen. Eine Frage zum Heavy Body Gel. Ja. Geht da auch Goldstaub drauf? Kann man da auch Goldstaub draufstreuen aufs Heavy Body Gel? Wenn es feucht ist, natürlich. Weil Heavy Body Gel ist ja auch als Kleber. Also kann man den als Kleber benutzen und man kann ihn also bei Feucht können Sie sogar kleine Perlchen reinstreuen,
So, jetzt ich drehe das nochmal ein bisschen um, dass es ein bisschen besser sichtbar ist. Sie können kleine Perlchen reinstreuen in Heavy Body Gel. Sie können das Pigment reingeben. So, und was wir jetzt auch anbieten, sind diese ganzen dekorativen Knöpfe. Und hier haben wir jetzt diesen weißen, der so ein bisschen ja, Vintage ist, mit so Stücken, als wäre es rostig. Also diesen wunderschönen, und darunter sehen Sie jetzt ein für mich absoluter Highlight, das ist dieser kleine Rahmen. Die sind doch da, oder Sam? Ein paar sind noch da. Also ich finde sie absolut göttlich. Die können aber also die werden auch. Ja, die werden wir auch nachbestellen, aber ich finde sie göttlich, wenn man die mal im Detail anguckt, mit diesen Rosen, mit diesen Spitzen. Und wir haben jetzt hier gar nichts anderes gemacht. Die sind ja ursprünglich weiß, die Rahmen, wir haben die noch nicht mal angemalt, sondern wir haben hier nur die Antiquing Paint Grau drauf gemacht und dann wieder abgewischt. Nichts anderes, also dass es so ein bisschen shabby so auf alt aussieht. Ein absoluter Traum, und ich finde auch, dass sie so schön sind, dass man die wirklich auch auf den Deckel einer Dose tun kann. Also nicht nur jetzt als Rahmen benutzen, sondern auf dem Deckel auf einer Dose. Genauso der Wahnsinn finde ich diesen Rahmen, den man natürlich zum Beispiel auf ein Layout gestalten kann oder ihn einfach als Rahmen benutzen kann, weil dieser Rahmen hat diese Röschen auch nochmal, ist so toll gearbeitet mit diesen fantastischen, sage ich jetzt mal, Schmetterlingen da, und also ganz, ganz detailliert gearbeitet. Ist ausverkauft, kommt nach. Ja, die Rahmen sind fast alle weg. Okay, also dann habe ich noch einen kleinen Tipp. Das habe ich ja schon immer gesagt. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel diesen viereckigen Rahmen angucken, der ist ja fantastisch dreidimensional gemacht und ganz fein. Also ich werde mir den auf jeden Fall einmal mit eine Silikonform da draus machen, mit dem Silikon, was wir hier anbieten, weil wenn man den dann aus Resin ausgießt, die sind ja jetzt hart, die kann man ja nicht biegen, diese Produkte jetzt von der Firma. Aber stellen Sie sich mal vor, den aus Resin ausgegossen und dann so halbrund um eine runde Dose oder um eine runde Flasche. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Also habe ich gesagt, also das werde ich auf jeden Fall machen, dass ich mir diese Rahmen einmal mit dem Silikon selber eine Form draus mache. Und dann kommen jetzt gleich noch so zwei Knöpfe, so ein ovaler Knopf und so ein Knopf so oben drauf, der ist ein bisschen dicker. Und auch den mache ich mir einfach aus dem Silikon eine eigene Form, weil die sind für mich der absolute Traum. Ich denke immer, ich brauche sie ja öfters und ich brauche ja mehr, und dann mache ich mir einfach die Form daraus. So. Frage, ja. Gibt es die Amphoren auch im Shop? Die Amphoren sind sehr teuer oder recht teuer, und wir haben sie jetzt mal eigentlich nur für uns zur Deko geholt. Ist aber eine höhere Nachfrage da, das heißt, man kann ja mal bei uns anschreiben, dann wird man Ihnen auch den Preis dazu sagen, dann können wir die ordern nochmal, dann ordern wir die nach. Das geht auch relativ schnell, die haben relativ zügig geliefert. Ich finde sie auch ganz toll, aber sie sind doch recht hochpreisig, sage ich direkt dazu. Die Größe würde, glaube ich, um die Mitte 60 € kosten. Die kleine Größe? Die Größe. Die große Größe? Meine ich, ja. 60 €? Ja. Nein, ich glaube 65 €. Ja, okay. Meine ich. Ja. So, dann Aber wissen Sie schon mal, nur genau. Dann haben Sie schon mal einen Anhaltspunkt. Also wir haben den bis jetzt nicht genommen, weil wir dachten, eventuell. Ja. So, jetzt geht der Sam mal bitte mit der Kamera auf diesen schönen Knopf, der vorne so toll sichtbar ist. Nicht links, der rechte, genau. Das ist jetzt auch so sag ich jetzt mal, ich sag jetzt Knopf, ich weiß gar nicht, unter welcher Bezeichnung der im Internet ist. Ja, vielleicht nur Deko-Element. Das ist zum Beispiel auch so ein Deko-Element, was ich sensationell finde, denn jetzt sehen Sie den von oben, aber nachher geht der Sam vielleicht mit der Kamera mal an die Seite, und dann kann man den auch noch mal an der Seite zeigen, weil das ist für mich auch so etwas, ich zeige den jetzt mal gerade hier. Das ist für mich jetzt auch so etwas, ich habe ihn hier, aber wir haben ihn ja auch hier oben drauf nochmal gesetzt.
etwas, wo man eine fantastische Form selbst draus machen kann und den immer wieder benutzen kann. Weil das ist wirklich so ein Element, was du auf jede, also wirklich, das kann man ja, man kann ja super hier festhalten, das kann man auf jede Dose oben drauf tun, immer passend machen. Also ich bin ganz hin und weg von den Teilen. Also das und dann gibt es noch Ovale, die kommen gleich. Da kann man sich problemlos auch eine Silikonform selber machen und dann halt ausgießen. Nur als Tipp, weil die gibt es ja, aber die gibt es auch noch bei uns. Das ist eine super Idee und wer es sich leisten kann, also ich finde es immer einfacher, wenn du so 2 oder 3 hast und dann machst du eine Form, wo du 3 nebeneinander reindrückst und dann kannst du immer 3 ausgießen und dann hast du jede Menge dieser Teile. So, dann haben wir noch da unten dieses wunderschöne Ornament. Das ist auch etwas, was ich ganz toll finde. Ich werde das jetzt noch mal ein bisschen hochgehen, dass man das sieht. Das ist auch so ein tolles Ornament, ist auch von dieser Firma. Aber da also nochmal der Unterschied, die sind sehr detailliert, die Sachen von dieser Firma. Die sind aber nicht biegsam. Also das ist nicht das gleiche Material wie diese Holzsachen, sage ich mal, die wir haben, die mit Wärme biegsam ist. Die sind ganz hart, sehr stabil, die gehen allerdings auch überhaupt nicht kaputt, auch wenn die runterfallen oder so, da passiert nichts mit. Allerdings sind die auch nicht biegsam, aber das ist auch ein ganz, ganz tolles, ganz detailliertes Ornament, was Sie sehen. Farblich absolut passend sind wieder diese Glaskerzenleuchter dazu und halt einfach hier mal die Kombination. Was Sie jetzt sehen, ist das Braun, gell? Was hier wirklich aussieht, als wäre das Weinrot, aber das ist das Braun. Und nachher arbeite ich mit dem Braun nochmal auf dem Reispapier und dann sehen Sie, dass es wieder komplett braun aussieht. Also das nimmt ein bisschen diese Farben an, wie die Unterfarbe ist. So, und jetzt kommen wir zu dem, sage ich jetzt für mich mein absoluter Lieblingstisch, weil diese Farbkombination ist jetzt so frisch und ich finde sie einfach ein Traum. Das ist so, ja, so wie Mint, so ganz hell. Und am Anfang hatte ich mir überlegt, ob ich das auch ein bisschen mit Patina, sage ich jetzt mal, ein bisschen auf alt mache. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache es nicht auf alt. Jetzt lassen wir es einmal ganz klar und ganz sauber. Und es ist einfach nur toll. Und da sehen Sie auch, natürlich ist Heavy Body Gel ist ja auch ein fantastischer Schmuck bzw. Glaskleber. Also kann man das auch ganz, ganz fantastisch auf den Spiegel aufbringen, gell? Das heißt, das können Sie ja auch dann weiter, sage ich jetzt mal, also abwaschen. Jetzt haben wir ja dieses Heavy Body Gel auf den Spiegel von außen aufgebracht, das ist also einfach nur eine Glasscheibe. Und das können Sie jederzeit richtig sauber machen, das hält ja, weil Heavy Body Gel ist ja eigentlich auch ein Glaskleber. Ha? Nee, ich will ja eben nicht. Ich finde das so schön, dass man das da im Hintergrund sieht. Dass ich soll da drin stehen. Ja, okay, dann komme ich wieder zurück. Tada! Er hat es extra so gemacht. Aber ich dachte, so schön, das Bild hier im Hintergrund ohne mich gefällt mir eigentlich viel besser als mit mir. Eine Frage zu den Spitzendecken. Gibt es die nochmals im Shop? Nein, wir haben ja schon also vor dem Livestream waren ja schon ohne Ende Nachfrage. Und da haben wir ja schon alles, was die Firma überhaupt noch hatte, aufgekauft. Und ich glaube, wir haben selber, haben wir noch ein paar graue hier, gell? 1 oder 2 graue ja, sind noch da. Wir haben, glaube ich, selber nur noch 1 oder 2 graue und das war's. Und dann, das sind meine, die ich mir gecached habe. Und die gebe ich auch nicht weg. Nee, gibt es leider nicht mehr. So, hier sieht man jetzt ganz toll den Glanz auf der Dose oben drauf. Also diese Kombination ist halt immer so schön, wenn man unten drunter eine matte Farbe nimmt und oben drauf dann diesen Wahnsinnsglanz. Das ist halt, sieht halt traumhaft schön aus. Und hier diese Kombination wieder mit dem Rahmen. Hier haben wir halt mit der Farbe gearbeitet und haben dann nur die Patina Weiß genommen. Allerdings habe ich hier noch so ein Touch Gold oben drauf gemacht, damit es noch so ein bisschen diese Rosen, damit man das noch ein bisschen sieht. Und jetzt gleich, wenn wir von dem Tisch rüber auf die andere Seite kommen, da sieht man dann diesen fantastischen ovalen Knopf, der da ist. Das heißt, wir haben dann den gleichen Knopf, den wir also hatten, wo wir auch eine Form draus machen können, haben wir da jetzt in Oval. Jetzt kommt der, glaube ich, ja genau. Und den habe ich einmal an die Seite gemacht
Und einmal habe ich ihn auch, glaube ich, oben drauf gesetzt. Ja, hier unten habe ich ihn oben drauf gesetzt, auf dem Tisch weiter unten. Und ja, genau. Das ist halt das ist halt der hier. Und da kann man jetzt auch genauso wieder, wie ich sagte, das ist eine fantastische Form. Können Sie sich selber eine Form draus machen und dann halt jederzeit mit Resin ausgießen. Und dann, ich fände, das sieht bestimmt auch toll aus, wenn man das je nachdem mal um was Halbrundes oder so biegen kann. Und wenn man den jetzt einfach hier nur, Sekunde, jetzt sieht man auch wieder das toll mit dem Heavy Body Gel, wenn man sich das anguckt, dieser Unterschied, diesen Wahnsinnsglanz, diese tolle Erhabenheit, das ist ja halt dieses Heavy Body Gel, das kriegen Sie mit keiner Spachtelmasse hin, weil halt der Unterschied, ich bin sofort, Sabine, gell? Weil halt das Heavy Body Gel, wenn das über eine Schablone gemacht ist, das zieht sich obendrauf zusammen und daher haben Sie so, so eine Rundung obendrauf und Sie haben nicht nur diesen fantastischen Glanz, sondern auch diese Rundung. Und wenn Sie jetzt eine Spachtelmasse oder so nehmen, die bleibt ja so, die zieht sich nicht zusammen beim Trocknen und dann ist die immer so gerade, so abgehackt, wie halt diese Schablone an sich ist. Und das haben Sie beim Heavy Body Gel nicht. Und deswegen, ich finde sie ein Traum. Hier haben wir auch mal einen anderen, sage ich jetzt mal, einen anderen Knopf genommen. Wer es jetzt ein bisschen schäbiger haben will, der ist auch wunderschön. Das ist dieser Knopf mit, ja, wie soll ich sagen, mit ein bisschen dunklem Patinagrün drin. Und sieht aus wie so ein bisschen Messing, so richtig schön auf alt. Auch toll. Könnte man jetzt zum Beispiel diese Kiste nehmen und zum Beispiel auch das Patinagrün Antiquing Paint als Lasur oben drüber machen, dann hätte man das farblich ganz fantastisch angepasst. Also nur mal so als Idee. Der ein oder andere Knauf ist ja auch schon weg. Aber es kommen ja jede Menge neue. Die nächste Knaufbestellung ist ja schon unterwegs. Wollte ich gerade sagen, wir haben ja eine neue Knaufbestellung, da kommt ja jede Menge. So, Sabine, ich höre bitte. Mit welcher Farbe wurden die Kisten nochmal angemalt? Ja, ich gehe jetzt hinter meinen Tresen und da zeige ich Ihnen alle Farben. Ja? So, ich gehe mal hier durch. Sam, ich hoffe, dass du mir die Farben hier hingestellt hast. Nein, hast du nicht. Eine Frage zum Heavy Body Gel. Ja. Kann man die auch mit Siebdruckschablonen verwenden? Ich würde es nicht tun. Es gibt ja, aber es gibt zwei Dinge, weswegen ich sagen würde nein. Und zwar Nummer 1, Heavy Body Gel trocknet relativ schnell und die Siebdruckschablonen haben halt dieses ganz feine Netz und das feine Netz setzt sich halt schnell zu. Das bedeutet, dann wäre die Siebdruckschablone mehr oder weniger kaputt, weil die sich halt zugesetzt hat. Dann das kriegen Sie ja nicht wieder rausgewaschen. Also da müsste man relativ schnell sein, das drüber zu ziehen und dann direkt die Siebdruckschablone ins Wasser legen. Aber da ist die Gefahr schon, dass dann irgendwie so kleine, und Siebdruckschablone ist ja extra gemacht, damit das ganz klein und fein ist. Deswegen, ich würde es nicht unbedingt machen. Theoretisch möglich ist es auf jeden Fall, aber zum Beispiel diese Rundung, die wir ja so gerne haben, die entsteht ja dadurch, dass man halt so dick wie irgendwie möglich das Heavy Body Gel aufträgt. Das heißt, wenn ich also ganz dicke Schablonen habe und viel Heavy Body Gel auftrage, dann, jetzt wie zum Beispiel hier, dann bekomme ich diesen Wahnsinnseffekt hier, den ich hier oben drauf auf dem Spiegel habe, dass hier wirklich das richtig ganz dick ist. Und bei den Siebdruckschablonen, die sind ja mehr so, dass man wirklich einen Hauch Farbe nimmt und die dann so da drüber zieht und dann hat man wirklich nur die Farbe, aber keine Wölbung, nichts Dickes. Wer unbedingt einen Glanz haben will bei den Siebdruckschablonen, der kann mit den Glossy Acrylfarben arbeiten, die wir ja auch anbieten. Die sind ja hochglänzend auch und die Glossy Acrylfarben können Sie natürlich über die Siebdruckschablonen ziehen. Das funktioniert. Also, aber es ist schon jetzt hier, ich bin jetzt immer am Überlegen, ich habe jetzt mal die Einstellung von oben, aber ich glaube, die Einstellung von vorne ist besser hier. Schaffst du es mal irgendwie da drauf, ganz nah drauf zu gehen? Müssen wir mal probieren. Ja, ich gebe dir mehr wie eine Sekunde, du musst mir noch die Farben holen, die du nicht geholt hast. Noch eine Frage. Ja, hier, jetzt gleich sieht man es, ja. Genau, hier sieht man jetzt dieses etwas dickere, ja, auch toll. Merci, genau, hier sieht man das ganz fantastisch. Weil es wirklich dick und erhaben ist hier. Gell?
Hier sieht man auch, gerade hier sieht man, wie rund das Ganze geht, wie diese Abrundung hat. Und hier, gell, da passiert absolut nichts. Das ist auf Glas, gell, weil das ist ja wie ein fantastischer Kleber. So, ich höre. Der Lampenschirm hinter dir, wurde der gebastelt? Oder? Nein, der ist, was hinter mir ist gekauft. Und ich fand, dass das so super passt. Natürlich diese Dosen, die haben Sie ja letztes Mal gesehen, die ist angepasst, die haben wir da. Aber das ist Metall. Das ist ein Metalllampenschirm und der ist eigentlich genau so gemacht, wie wir das halt immer mal, der ist unten drunter Gold, dann sind dann diese 2 Farben und dann ist da dieses 3D-Pulver rein und abgeschmirgelt. Also das sind ja diese Techniken, hier haben wir es ja auf der Dose, die wir ja selber auch immer gemacht haben. Ist also genau das Gleiche, aber das ist jetzt alles gekauft und haben wir einen schönen, ruhigen Hintergrund hinter mir. Ich brauche dieses Grün, das von der Dose, das Rosarot. Rosarot weiß ich. Das Rosarot, ja, und das andere war weiß. Creme-Weiß brauchen wir ja, glaube ich, nicht zu zeigen, sondern wir müssen nur dieses Grün zeigen. So. Ich habe heute ein bisschen was mit Ihnen vor. Wir haben ein paar Nachfragen wegen den Wassertransfers. Da kommen immer wieder die gleichen Fragen und immer wieder so Unsicherheiten, dass viele nicht wissen genau bei Großen, was sie damit machen sollen. Dann habe ich gesagt, okay, also wir nehmen uns heute nochmal die Wassertransfers vor, damit Sie genau wissen, was Sie damit machen können. Weil, das habe ich ja jetzt schon so oft gesagt, weil wir so wirklich 3 fantastische Sets kommen im Mai. Und nur um Ihnen mal so ein bisschen die Nase lang zu machen, möchte ich Ihnen eins von diesen Dingern zeigen. Und, ja, das war klar. Oder? Das war klar. Und zwar gibt es, das ist eins von diesen Motiven und da haben wir erstmalig einen ganz fantastischen, sage ich jetzt mal, kann man jetzt glaube ich sehr gut sehen, einen ganz fantastischen, leicht transparenten Metallic-Look drauf. Ist das nicht genial, oder? Und das ist nur, da gibt es 3 verschiedene Sets, wird es im Mai davon geben, mit 3 verschiedenen unterschiedlichen Metallic-Looks. Also da ist für jeden was dabei und damit Sie, und hier zum Beispiel ist auch wieder auf diese Vase, und damit Sie wirklich wissen, wie das geht und wie das funktioniert, weil das wäre doch der Wahnsinn, wenn man sich das entgehen lässt, weil die sind absoluter Obertraum, die Teile. Habe ich gesagt, gehe ich heute ein bisschen auf die Wassertransfers ein. Dann machen wir natürlich etwas mit den Heavy Body Gel und dann habe ich im Internet etwas gesehen, was mich total inspiriert hat, wo ich gesagt habe, okay, so etwas in der Art möchte ich auch machen. Habe es dann natürlich stark abgewandelt, aber so die Hauptidee habe ich aus dem Internet, aber tut mir schrecklich leid, ich habe es nicht mehr gefunden, ich weiß nicht von wem. Und zwar ist das so ein Bild. Also im Internet ist es nur schwarz, es geht eigentlich hier um diese Teile, die sind mit Hati gemacht. Und ich dachte, fand das so genial, das zu verbinden mit unseren Pigmenten und mit der Dipping Paint. Und wie das geht, das werde ich heute auch noch mal zeigen, weil das sieht einfach sensationell aus, was man da alles machen kann und wie das auch entsteht. Also das werde ich heute zum Schluss auch noch mal zeigen. So, womit fange ich an, Sam? Mit Watertransfers. Okay, fange ich mit den Watertransfers. Also wir haben immer so die gleichen Fragen, die gestellt werden. Und zwar ist immer die Frage, ich mache die Wassertransfers auf eine Flasche und was mache ich dann? So. Und dafür möchte ich einfach so den Tipp geben, wenn ich diese Flasche nicht als Glas lassen möchte, sondern wenn ich die sowieso anmalen möchte, dann malen Sie sie zuerst an. Und das haben wir jetzt mal gemacht. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Glasflasche genommen und haben die jetzt mit dem Bonding Primer angemalt. Es gibt 2 Gründe, warum man das anmalen sollte, wenn man es nicht als Glas haben möchte. Das bedeutet einmal, weil ja und jetzt hier ist es ja hinterm Glas, weil man sieht es ja hier ganz deutlich, weil die ja sehr transparent sind. Das bedeutet, wenn Sie das jetzt aufs Glas machen, so wie hier, jetzt sind sie transparent, man sieht ja meine Hand dahinter, dann macht es nicht viel Sinn, jetzt außenrum blau oder so anzumalen, sondern man muss schon überlegen, in welche Richtung man das macht. Macht man es zum Beispiel auf dem Glas,
so wie ich das jetzt hier habe, damit fangen wir mal gerade an, dann haben wir ja erklärt, dann nehmen Sie, also ich habe es jetzt hier fertig, dann lösen Sie ab, machen es drauf, lassen es trocknen. Bei Glas ist es ganz wichtig, es trocknen zu lassen, weil es ganz unterschiedlich reagiert auf dem Glas. Und am einfachsten ist es wirklich, es trocknen zu lassen, dann wieder anzusprühen und die Trägerfolie abzuheben. So. Und dann haben Sie es ja so auf beiden Seiten aufgebracht und jetzt heißt es, wie gehe ich weiter? Das ist diese Hauptfrage bei jedem immer gewesen, wie arbeite ich weiter, wenn ich jetzt das mal so habe. So, jetzt sieht es so aus, dass dieses Hauptmotiv wollen wir ja auch in der vollen Farbe lassen. Wir wollen das ja nicht farblich verändern. Deswegen sage ich immer, machen Sie hinter dieses Hauptmotiv, wenn Sie von hinten arbeiten, immer weiß, cremeweiß oder weiß. Und dann kann man weitergehen. Das heißt, ich nehme jetzt dieses cremeweiß, mache das jetzt auch wirklich mit so einem Schwämmchen und gehe erstmal so von hinten über dieses Motiv. Da passiert gar nichts. Das war auch so eine Frage, kann da was passieren mit dem Motiv oder so? Nein, da passiert absolut nichts mit dem Motiv. Ich zeige das. Jetzt musst du bitte nochmal auch von vorne immer ein bisschen switchen, weil ich immer wieder hochhebe. Jetzt kann man es direkt sehen, bitte mal nah drauf, wenn es möglich ist. Genau, jetzt können Sie das ja direkt sehen, dass das richtig da ist, weil jetzt das Weiß dahinter ist. Gell? So, und jetzt habe ich es nur so ein leicht weiß so außenrum. Es ist so perfekt zu sehen. Und jetzt ist natürlich die Überlegung, was macht man? Welche Farben sind jetzt in diesen Watertransfers drin? In diesem sind jetzt zum Beispiel so ein, sage ich jetzt mal so ein Grün, das Grün, was ich jetzt gerade habe, oh, meine Brille. Giftgrün. Giftgrün, also ich kann es mal so hier rein, jetzt, ja, wenn ich es so machen muss, das schaffen wir nicht, müssen wir so machen. Also da müsste schon dran kommen, weil die Kamera oben ist nicht so. Poison Green, Giftgrün, genau. Poison Green, Giftgrün, das ist die Farbe, die ich jetzt hier habe. Die ist auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, da drin enthalten. Immer die Farben, wenn die frisch aufgemacht sind, natürlich auch umrühren. So, da gehe ich drauf. Und was auch noch, gehe ich jetzt mal hier so ein bisschen hier unten, was auch noch ziemlich in diesem Farbe enthalten ist, jetzt bitte nochmal da drauf gehen, ist dieses gelbe Sand. Das ist auch so eine Farbe, die du da richtig drin siehst. So. Was ich dann immer mache, ist, dass ich jetzt ein bisschen hier stupfe. Ich möchte aber natürlich diesen Stupf, sage ich jetzt mal, nicht, dass das so bleibt. Ich werde Ihnen das gleich zeigen, was man da machen kann. Das ist also ganz einfach. Jetzt gehen wir auch noch mal ein bisschen in Weiß, dass man einfach so ein bisschen diesen Teller hier ein bisschen außenrum gestaltet. Und ich gehe auch mal ein bisschen in das Creme, dass man das auch so ein bisschen am Rand hat. Ich drehe es Ihnen gleich um, dass man einfach so diese Farben noch mal sieht. Was aber jetzt ist, wenn man mit so einem Stupfpinsel halt arbeitet, dass man eigentlich schon so sieht, dass das gestupft ist. Gell? Und um das zu verhindern, dass das nicht zu sehen ist, so, ich hebe es jetzt mal hoch, meinen Fingern, jetzt müssen wir mal gerade von vorne gucken. Jetzt kann man es sehen, gell? Jetzt ist eine schöne Farbigkeit, man hat, diese Farben sind alle da. Aber das sieht ja jetzt schon so ein bisschen so gestupft aus. So, und dass man das nicht sieht, da gehe ich dann immer, nehme ich so ein Zewa-Wischung weg und tue das auch so richtig knittern, gell? Und gehe jetzt nochmal da drüber. Und zwar einfach, weil jetzt mache ich mir einen unordentlichen Hintergrund. Jetzt muss ich das zwar trocknen lassen und danach nochmal da drauf malen, aber dieses so perfekte, was wir eben hatten, wo man jeden Schwammstich gesehen hat, ist weg. Ich drehe das, man sieht es ja jetzt schon von hier und wenn man es jetzt von hier sieht, sieht man das auch. Sie haben einen tollen Hintergrund, der ineinander übergeht und jetzt haben Sie aber Lücken in dem Glas. Das heißt, jetzt lassen Sie, hier unten sieht man das schön, wo es ein bisschen transparent ist. Jetzt lassen Sie das schön trocknen und jetzt, vielleicht kriegen wir das angetrocknet mit dem Föhn. Eine Frage. Ja? Gibt es die Wassertransfermotive auch im Shop oder nur bei HSE? Die kommen ja auch im Shop, aber das dauert auch noch 2, 3 Wochen, glaube ich, mindestens. Ja. Aber irgendwann tauchen die auf.
Und eine davon ist noch bei HSE, oder? Die Maritim ist bei HSE. Ich meine, das sind 100 Sets oder 99 Sets. Ja, nicht viel sind es auf jeden Fall. Es sind aber noch ein paar bei HSE. So, und die Maritim kann ich Ihnen auch nur empfehlen, weil wir natürlich da noch das passende Papierset am 18., richtig? 17. 17. Sonntag. Ja, warum fragst du mich? Am 18. präsentieren werden. Das kann ich Ihnen gleich noch mal zeigen. Was jetzt ist, ich habe hier am 18. Genau, jetzt kann man das sehen, man hat so diese Stellen, die leicht transparent sind. Und jetzt kann man sich überlegen, was man machen will. Natürlich muss das richtig trocken sein. Jetzt geht man mit einer nächsten Farbe nochmal darüber. Und jetzt kann man, wenn man das Ganze heller haben will, nimmt man das Creme Weiß. Möchte man zum Beispiel diesen Beige-Farbe mehr in den Vordergrund nehmen, nimmt man das Beige und dieses Sand, sage ich jetzt mal, oder will man das Giftgrün, dann nimmt man das Giftgrün. Oder will man es noch durcheinander haben, dann mischt man die Farben einfach wieder. Aber durch dieses, es ist noch nicht ganz trocken, aber ich will es trotzdem mal zeigen, durch dieses, kannst du noch mal näher drauf? Oder bin nur ich so blind? Ja, genau, ja, danke schön. Aber jetzt hat man sieht keinen Schwammstich, sondern man hat einen schönen Hintergrund und jetzt kann man sich mal überlegen, also ich werde das auch tun, ich würde jetzt in der Mitte nochmal wieder weiß machen, also hier nochmal den Weiß in den Hintergrund. Wir können es ja vielleicht mal so machen, kann man jetzt von vorne halten, drauf gehen, dass man, vielleicht sieht man das jetzt richtig gut, wenn ich das direkt hier mache, dass man jetzt so, jetzt kommt das Weiß ja überall drüber, ja genau, jetzt sieht man es. Das sieht Weiß auf jeden Fall ein bisschen stürmisch aus. Ha? Sieht auf jeden Fall ein bisschen stürmisch aus. Ja, genau. Jetzt haben wir das Weiß, was da durchkommt. Und jetzt könnte man sich überlegen, und ich glaube, jetzt ist es hell. Und jetzt würde ich aber, weil das Schiff in der Mitte, würde ich so weiß lassen. Und dann würde ich jetzt dunkel machen. Den kompletten Rand hier außenrum würde ich jetzt dunkel machen. Ich muss das. Ja. Also das ist jetzt so eine relativ einfache, sage ich jetzt mal, Technik, wie man den Hintergrund von so einem Teller gestalten kann. Wenn das Ganze getrocknet ist, was ich dann immer mache, dann nehme ich irgendeine Farbe, mache die dahinter und dann einmal lackieren, dass man das auch richtig benutzen kann. So, das ist ein bisschen viel Farbe jetzt gewesen. Und meistens machen wir natürlich auch immer, weil ja hier jetzt das Gold drauf ist, einen schönen goldenen Rand da drumherum, um den Teller. So, jetzt hebe ich das gleich nochmal hoch. Das ist relativ einfach jetzt gewesen. So, und jetzt sieht man, das Außenrum ist dunkler geworden und es ist aber ein richtig schöner Hintergrund und man sieht, dieses Schiff sieht aus wie gemalt. Gell? Das ist alles fertig. So, ich glaube, also das ist eine ganz einfache Technik, wie man jetzt, wer jetzt etwas sagt, diese Transfers, wie ich das mit Farbe außenrum gestalten kann. So, jetzt tue ich das weg. Das ist bestimmt bis nachher trocken, dann können wir noch den goldenen Rand da drum machen. So, jetzt andersrum gestaltet. Wenn wir jetzt so eine Glasflasche haben, wo wir es oben drauf machen möchten. Und die Frage war halt immer, mache ich es drauf und stupfe ich dann außenrum? Würde ich auch wieder sagen, nein. Also ich würde grundsätzlich die ganze Flasche vorher anmalen und dann würde ich das Motiv drauf machen, weil dieses Motiv ja jetzt können wir uns mal überlegen, wir wollen ja nicht wieder das Segelschiff nehmen, wir können ja jetzt mal sagen, wir nehmen das hier, dieses Motiv mit der Uhr. Und da kann man jetzt ja auch gucken und sagen, okay, das möchte ich so drauf haben. Und das war halt diese Frage von vielen Kunden, die hätten das jetzt auf die transparente Flasche so draufgesetzt und wollten dann noch außenrum malen. Und Sie haben ja eben gesehen, wie es aussieht, wenn es transparent ist. Deswegen würde ich immer machen, also wie jetzt,
erstmal mit Bonding Primer anmalen, damit ich jetzt einfach, sage ich jetzt mal, weitermalen kann. Jetzt weiß ich ungefähr diese Größe und jetzt würde ich das Ganze anpassen. Das bedeutet, jetzt mache ich genau das Gleiche, nur andersrum. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal das Weiß und mache jetzt hier, sage ich jetzt mal, da, wo das Hauptmotiv hinkommt, mache ich erstmal Weiß, damit ich einen schönen Hintergrund habe. Und jetzt kann ich, jetzt nehme ich mal dieses Blau, das ist hier. Könnt ihr bitte nochmal da drauf gehen? Deep Ocean Blue. Na, super, passt doch. Nehme ich dieses Blau, bleibt direkt drauf und ich werde dieses Blau noch nehmen. Ozeanblau und Flachsblue. Genau. Flachsblau. Genau, diese beiden Farben werde ich jetzt nehmen, weil die passen super dazu und werde das jetzt ganz leicht, sage ich jetzt mal, minimal so ein bisschen überblenden, bis ich diese ganze Flasche damit angemalt habe. Und dann lassen wir die Flasche halt wieder trocknen und dann setzen wir das Transfermotiv drauf. Und da haben wir natürlich auch das Glück oder diesen Vorteil, wir haben ja nur so Probleme mit Glas. Aber wenn wir jetzt das schon angemalt haben, dann ist das ja wie auf einer Pappschachtel. Das heißt, wir haben ja richtig also die Unterlage ist ja Farbe, ist wie auf einer Pappschachtel und dann ist es ja vollkommen egal. Da muss man es nicht trocknen lassen, da kann man also direkt drauf arbeiten mit den Transfers, das ist überhaupt kein Problem. So. Eine Frage zu den Transfers, was gibt es dann noch für Motive? Das verraten wir noch nicht. Nein, nein. Also es gibt ganz tolle, also das eine Set sind Oldtimer und halt diese Heißluftballone, so ein bisschen Fantasy, also wunderschön, ganz tolle Häuschen und sowas alles. Und die zweiten Motive sind violette Hortensien, alles was mit Hortensien und Violett zu tun hat. Und das dritte sind, Weihnachtsmotiven. Weihnachtsmotiven. Nein, du bist ja verrückt, nein. Und die dritten sind grüne Blumen. Die grünen Blumen, genau, sind grüne Blumen. Soll ich mal ein bisschen hier noch ein bisschen dunkler hier unten, noch ins Dunklere gehen. So. Ja. Könnte man bitte noch mal sagen, wie die Blautöne heißen? Ja. Und zwar das helle ist Flachsblau. Genau, Deep Ocean Blue. Das dunkle Blau ist Tiefozeanblau. Und das Petrolfarbe ist, was war das? Giftgrün. Ja. Oder? Wobei ich jetzt hier nicht mit dem Petrol arbeite ich nicht, weil ich habe jetzt, wenn ich das hier so angucke, gell, da habe ich jetzt diese anderen Blautöne. Was war der dritte Farbe da? Das Flachsblau? Nein, die andere. Nein, der erste. Die erste, dieses Sand? Nein, blau. Blau. Links der. Das Giftgrün. Genau die. Giftgrün. Das ist Giftgrün. Giftgrün. Okay. Giftgrün. Dann haben wir das. Müsstest du wissen, Giftgrün. Ja, habe ich gedacht, aber... Warum muss Bonding Primer nochmal darunter? Ja, weil das ist halt Glas. Und auf Glas oder Glas, Kunststoff, Metall immer Bonding Primer drunter machen, weil das einfach sonst die Farbe vielleicht doch irgendwann mal abblättert. Und Bonding Primer ist der beste. Man muss es ja nicht machen, nur wenn man es ein bisschen anfassen will oder ja, ein bisschen man sollte ja nicht machen, nur so dahinstellen. Okay. Außerdem, diese Farbe hält sofort so da drauf. Also sonst ist das ist ja dieser, ich finde es halt viel einfacher, weil jetzt stupfst du das drauf und auch wenn du es ganz dünn drauf stupfst, hier habe ich es jetzt relativ dünn, das hält halt drauf und du hast nicht dieses Glas unten drunter, was dann doch immer wieder durchscheint. Gell? Deswegen mag ich das eigentlich ganz gerne. So, jetzt habe ich hier Hintergrund habe ich jetzt ein bisschen dunkler gemacht. Die Blautöne gibt es bestimmt mit Sicherheit alle im Shop. Was denn? Die Blautöne. Ja, die sind dort aus. Die sind alle drin. Ich kann die nur nicht in der Gruppe schieben im Moment. Oder die Eike kann das nicht. Heute, ausnahmsweise. So, jetzt machen wir hier, gehen wir nochmal hier so ganz leicht hier da hin, dass man das hier, das Dunkle sich da nochmal, dann haben wir das schön so ineinander übergegangen. So, oder? Ja. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ah. Oder?
So, jetzt haben wir das hell gelassen und sind wir ins Dunklere gegangen und hier gehen wir wieder rüber in das Helle, wo wir das nachher drauf können. Und dann mache ich hier oben mache ich das dann nochmal ein bisschen dunkler. Also Bonding Primer grundsätzlich, ich würde es immer auf Glas, Metall oder so tun, weil das hinterher das Anmalen oder das Stupfen oder egal was viel, viel einfacher ist. Das nur deswegen. Ich habe hier unten so einen Rand, sehe ich gerade, wo ich mit dem Schwämmchen nicht drum komme. So, okay, jetzt tun wir das. Ja, im Grunde genommen ist es immer wieder das Gleiche, was wir machen. Jetzt tun wir das gerade zur Seite zum Trocknen, dass wir dann drauf und... Also falls die Farben, man sagt uns Flachsblau gibt es nicht im Shop, Flachsblau, dann werden wir es uns besorgen. Ja, sonst gibt es aber, es gibt schon adäquate andere Blautöne. Werden wir es herzaubern. Ja. So, jetzt, wenn ich jetzt auf, oder dann kann ich vielleicht dieses hier nehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf so etwas arbeite, oder da war es jetzt glaube ich auch die Frage, wenn ich jetzt auf ich habe so ein großes Teil jetzt und ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich mache jetzt das Schiff hier in die Mitte und könnte natürlich dann auch noch mit den kleinen Fischen oder so arbeiten. Dann auch jetzt würde ich nicht das Schiff hier drauf machen, einfach weil das hier Türkis ist. Oder da ist es, das wollte die Dame ja auch wissen. Hier bitte einmal da drauf gehen wieder. Ich habe keine Brille an und ich habe es ja auch jetzt nicht hier. Da musst du so nah drauf gehen, ich kann es nicht lesen. Das sind die Farben, wo ich mit dem weißen Heavy Body Gel mitgearbeitet habe. Patinagrün nennt sich das, gell? Richtig? Ja. Also Patinagrün, das ist dieses helle Grün, was hier drauf ist und wo wir mit dem weißen Bonding Primer gearbeitet haben. Also auch jetzt würde ich hier wieder das machen, dass ich wieder mit dem Weiß zuerst gehe und zwar da, wo das Schiff ist. Wenn ich sage, okay, ich mache das Schiff jetzt hier in die Mitte drauf, dann nehme ich wieder Weiß, mache genau das Gleiche, wenigstens so ein bisschen, so ein Hauch, das ist da, wo ich das Schiff hin tue, denn das Außenrum ist ja nicht schlimm, das tut sich ja dann toll, sage ich jetzt mal, verschmelzen mit dem Untergrund. Aber das, was für mich wichtig ist, was gut sichtbar sein soll, das ist genauso wie bei Reispapier oder bei Decoupage. Da muss der Untergrund, sollte dann weiß sein und dann hat man es am perfektesten. Wenn das Ganze nicht weiß ist, dann hat man es einfach nicht so perfekt. So, jetzt mache nur so bis hierhin und kann das ein bisschen hier so ein bisschen verblenden. Das da jetzt muss ja auch gar nicht ordentlich sein. So, dann habe ich das Hauptding, wo das Schiff ist, habe ich jetzt hier weiß. Frage, ja. Ist Bonding Primer ähnlich das gleiche wie Gesso? Nein, aber es ist das Gesso für Glas, Plastik und nicht saugende Oberflächen. Gesso ist eine tolle Grundierung für alle saugende Oberflächen. Gesso ist dafür da, dass alle Farben, sage ich jetzt mal, den gleichen Untergrund haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel Resin habe, also unsere Molds habe, wenn ich ein paar, sage ich jetzt, Metallornamente auf mein, sage ich jetzt mal, Layout mache und dann habe ich auch noch mit Spachtelmasse gearbeitet und ich male alles einmal mit Gesso an. Und dann gehe ich mit den Farben drüber, dann sieht alles gleich aus. Uninteressant, ob es jetzt Metall war oder ob es Gießharz war oder ob es Plastik war. Dafür ist Gesso da, das ist diese Unterlage für Gesso. Bonding Primer ist eine Basis dafür, dass die Farben auf nicht saugenden Oberflächen hält. Dass das nicht sonst du gehst mit dem Fingernagel drauf, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Deko-Softfarbe, ist eine Kalkfarbe hast, gehst du mit dem Fingernagel drauf und die Farbe platzt ab. Damit sowas nicht passiert, deswegen nehmen wir den Bonding Primer oben drauf. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, jetzt habe ich das hier so, das sieht jetzt nicht schlecht aus, ich werde das gleich aufbringen, ich möchte aber noch trotzdem unten drunter, wir haben ja hier so dieses ein bisschen wasserige, jetzt habe ich hier hell, jetzt denke ich, dieses bisschen wasserige
kriege ich ja auch hin. Ist ja nicht so, dass wir das nicht schaffen. Das heißt, wir nehmen jetzt noch ein bisschen Farbe hier, müssen das so minimal erstmal, dieses eine, und geben richtig gut Wasser dazu. Und dann kann man ja auch hier mit ein bisschen Wasser das hier machen. Wo habe ich mein Sprühding? Genau, dass man das ein bisschen so wässrig macht. Und da kann man dann auch noch mal hier dieses Blau hier hin tun und noch mal ein bisschen Wasser drauf sprühen, dass man einfach dieses Wässrige, was hier jetzt noch mal zum Beispiel, was hier sichtbar ist, dass man das ein bisschen, sage ich jetzt mal, wiederholen kann. So, da läuft es auch schön. Und dann hat man da auch noch so ein schöne Dings, dass man da ein bisschen was machen kann. So, was ich natürlich immer mache, das wieder runterholen, damit das nicht zu stark ist, sondern ich will ja nur so einen kleinen Übergang, so einen Hintergrund haben. Also nehme ich mir das, soweit es irgendwie geht, so ganz leicht wieder herunter, dass ich nur so leichte Übergänge habe hier. So, dass das ein bisschen so angepasst ist an dem Ganzen. So, und das könnte man jetzt eigentlich schon so lassen und sagen, okay, den Rest machen wir perfekt, machen wir nicht mehr so, oder wir machen das Ganze, wenn man jetzt guckt, ich würde schon echt sagen, ich würde schon wirklich das Ganze hier machen, gell, oder? Dann machen wir das so, dass wir hier ein bisschen Farbe drauf machen und dann versuchen, das hier ein bisschen farbig anzupassen. Und zwar einfach nicht ordentlich. Gell? So. Das heißt, ich mache jetzt nichts anderes, als dass ich hier jetzt ein bisschen stupfe, ein bisschen reibe, um ein Durcheinander-Hintergrund zu bekommen. So, jetzt sieht man das, glaube ich, ziemlich gut. Gell? Dass ich so einen richtigen Durcheinander-Hintergrund bekomme, der hier super dazu aussieht. Und das mache ich hier unten das gleiche auch nochmal. Das ist jetzt mehr beige. Und kann die Seiten. Und da kann man, wenn man will, auch, könnte sogar noch mal ein bisschen weiß dazwischen machen. Einmal. Das ist ein sieht man, ganz leichte Technik, was wirklich jeder kann, wo sie ganz tolle Effekte mit erzielen können. Das heißt also, da muss man, dass man das halt so. Jetzt haben wir einen wüsten, schönen Hintergrund und da könnte man sogar nachher noch vielleicht mit dem Dings drüber gehen, mit dem Heavy Body Gel Weiß. Muss mal überlegen, ob man da nicht noch irgendwas Tolles da, eine schöne Schablone irgendwie toll machen kann. So, jetzt trocknen wir das gerade alle an, dass ich mir nicht die Farbe nachher mit runternehme, wenn ich jetzt das Transfer da drauf tue. Ein bisschen hier, da ist ein bisschen arg nass. Weil sonst kann es sein, dass ich mir ja die Farbe mit runterhole. So, zu Hause haben Sie ja viel Zeit, da kann man das anständig trocknen lassen, das ist immer ein bisschen besser. So, jetzt die Wassertransfers, egal ob klein oder groß. Sie nehmen diese Trägerfolie ab. Und jetzt nehmen Sie eine Sprühflasche mit Wasser und Sie sprühen nicht direkt da drauf, bitte, weil dann haben Sie zu viel Wasser. Jetzt muss man ein bisschen weiter weggehen, damit man es mit dem Sprühnebel zeigen kann. Was ich immer mache, ich mache so Sprühnebel. Gell? Ich habe jetzt da gesprüht und jetzt ist da minimal Sprühnebel drauf. Gell? So, jetzt müsste man das sehen können. Ja, jetzt kann man das ziemlich gut sehen. Gell? Eben, da ist jetzt ein ganz leichter Hauch ist da drauf an Sprühnebel. So, und jetzt mache ich das so, weil hier ist das Grün. Hier sehen Sie ja jetzt genau, wo das Motiv ist. Jetzt
positioniere ich das einfach und jetzt gehe ich mit Wasser drauf. Und jetzt spare ich auch nicht mit Wasser, weil wir wollen das ja, dass das durchweicht. Aber weil die Frage war bei manchen, dass sie Luftblasen drunter hätten, so viele Luftblasen. Und diese vielen Luftblasen kommen von zu viel Wasser unten drunter. Das heißt, wenn Sie jetzt zu viel Wasser auf die Wassertransfers direkt draufgegeben haben, dann kann das sein, dass Sie diese Luftblasen bekommen unten drunter. Eine Frage? Ja. Kann man die Transfers auch auf Leinwand anbringen? Theoretisch ja. Also ich hätte jetzt dieses Problem, jetzt muss ich wieder ein bisschen, ich schiebe die ja lieber gerne weg, als dass ich sie abziehe. Jetzt muss man immer so ein bisschen warten und jetzt schiebe ich sie runter. Ja, irgendwann kann man dann immer anfangen und dann schiebt man sie einfach runter. So, einmal von vorne zeigen. Genau. Und jetzt sieht man auch ganz toll, wie sich das anpasst an dem, was ich da gemacht habe. Gell? Das sieht ja jetzt aus, hier, das ist jetzt noch das Wassertransfer, aber es sieht aus, als hätte ich das gemalt. Gell? Das ist auch das Wassertransfer. Gell? Also das finde ich, sieht jetzt wirklich aus, als wäre das da drauf gemalt. Okay? So, das sind jetzt so diese Tipps, man könnte jetzt, aber jetzt, Moment, kannst du mal drauf, dass man sieht, dass da nicht eine Luftblase ist? Ist das machbar? Ich bin am Überlegen, wie ich das mache. Nee, jetzt sieht man doch. Da ist nicht eine einzige Luftblase drauf. Ah. Aber ich glaube, man kann es so. Ja, da jetzt sieht man da überall, wo der Glanz ist, da ist dieses Wassertransfer. Und man sieht jetzt genau, da ist also nicht eine Luftblase drauf. Das bedeutet, die Luftblasen, die kommen wirklich durch zu viel Wasser obendrauf. Deswegen immer nur so einen Hauch Wasser obendrauf machen. Okay? Nicht zu viel Wasser drauf. So. Wobei bei saugenden Untergründen kann man mit mehr Wasser arbeiten als nicht saugend. Also auf Glas sollte man wirklich ganz wenig Wasser. Und bei Glas haben Sie auch noch die Möglichkeit, das ja von der anderen Seite sich anzugucken. Man kann ja diese Weiße, die ich jetzt weggeschoben habe, wenn du es aufs Glas hast, kannst du ja das sehen und dann kannst du da ja nochmal drauf drücken, wenn du meinst, da ist eine Luftblase oder diese Luftblase so wegdrücken, weil man ja von der anderen Seite sieht man das ja. Gell? So, ja, jetzt könnte man natürlich hier unendlich weiterarbeiten, aber ich weiß jetzt nicht, ob man das machen sollte, weil dann kommen wir zu nicht viel mehr. Nee, wir müssen jetzt Heavy Body Gel machen. Genau, du kannst Heavy Body Gel da drauf. Also hier, das werde ich irgendwann noch fertig machen, weil wir haben noch tolle, von Dart, so tolle Anker und Muscheln und da könnte man jetzt hier Anker und Muschel draufsetzen und ich würde auch noch mal mit Gold hier an den Seiten gehen, weil wir hier halt das Gold drin haben. Aber jetzt ist es einfach mal so, dass Sie wissen, so kann man farbig gestalten. Jetzt haben wir das, jetzt haben wir den Teller gemacht und ja, das ist noch nicht trocken, das machen wir jetzt zum Schluss noch. Dann sehen Sie das auch noch, wie das aussieht. Gell? Kannst du ganz kurz den neuen Artboard zeigen? Was soll ich bitte? Den neuen Artboard. Die hier, diese Artpanel, das sind die großen, die ich jetzt benutzt habe, das sind die großen Artpanel, die auch hier hinten dieses Tolle haben. Also das ist für mich immer das, nicht nur die Löcher zum Aufhängen, also entweder länglich oder hochkant, sondern dass man die so halten kann. Das finde ich, für mich ist das Perfekte, weil du ganz oft musst du die mal halten irgendwie und das sind diese neuen. Aber da arbeite ich ja gleich noch mit, deswegen habe ich dir jetzt nicht gezeigt. So, jetzt tun wir das mal gerade weg, weil ich wollte jetzt noch Heavy Body Gel, ich brauche ja jetzt nicht Heavy Body Gel zeigen, indem ich einfach nur irgendwie über eine Schablone gehe, sondern ich hatte mir gedacht, dass ich das ein bisschen mit Reispapier verbinde und dass man da ein bisschen was sehen kann, was man da so machen kann. Gibt es noch Fragen zu den Wassertransfers? Nee, okay, dann ist das gut, dann ist damit die Frage oder ein bisschen aufgeklärt. So, jetzt hatte ich mir überlegt, dass ich mit diesem Reispapier hier arbeite und das mal nicht so zu benutzen, sondern das so zu benutzen, also anders. Und dann ich möchte aber auch
das hier in der Mitte ein bisschen weghaben. Das heißt, ich möchte diese Blumen hier nicht haben. Die Seiten mache ich jetzt nicht mit dem Wasser. Die kann ich, wenn ich es aufgeklebt habe, mit so einem Schleifschwämmchen schön sauber da wegmachen. Wissen Sie, wenn das jetzt hier ein bisschen übersteht, hier, ich gucke, dass ich das so drauf kriege, dass das hier so ran, und dann gehe ich einfach mit dem Schleifschwamm nachher und dann habe ich das ganz sauber. So. Das hebe ich aber auf, weil das werde ich noch brauchen. Und hier mache ich das auch. Eine Frage, ja? Kann ich Reispapier mit normalem Decoupagekleber aufbringen? Ja, mache ich ja jetzt auch. Mache ich jetzt nichts anderes. So, jetzt nehme ich mir wieder hier diesen Blumendings weg und hier den weißen Rand, weil einmal haben wir das ja oben und einmal kommt das von unten. Wer es jetzt noch nicht mit Reispapier gearbeitet hat, am einfachsten ist das Reispapier zu reißen, wenn man es vorher mit einem Pinsel einfach nur mit Wasser etwas nass gemacht hat. So, wo ist jetzt mein... Welches Reispapier ist das? Oh, Sam, welches Reispapier ist das? Das gehört zu diesen Faded Flowers. In der Gruppe. Ist in der Nein, Gruppe? ist nicht Faded Flowers, ist Nee? der davor sogar. Okay. Abandoned Keine Ahnung. Rooms, Empty Rooms, glaube ich. okay. Der ist aber in der Gruppe, haben wir reingetan. So, jetzt nehme ich den ganz normalen Decoupagekleber Seidenmatt und... Hätte doch noch eine kleine Frage zu den Wassertransfers. Ja? Kann man die auch auf Möbeln auftragen? Ja, natürlich, klar. Und auch wenn man die jetzt so aufträgt und will, dass das Holz durchscheint, dann braucht man ja auch gar keine Farbe. Das sieht nämlich auch ganz toll aus. Das ist ja eines der Möglichkeiten, die du eigentlich nur mit den Wassertransfers hast, dass du ja alles machen kannst. Gell? Das kannst du ja mit anderen Sachen nicht. Das heißt, dass du ohne Farbe, dass die transparent da drauf gehen, ohne dass du den Kleber siehst, weil sonst, wenn du so perfekt, kannst du ja gar nichts aufkleben, ohne einen Kleber zu nehmen. Und wenn das auf dem Holz ist, siehst du den Kleber ja immer, egal was du machst. So, hier gehe ich jetzt auch wieder drüber, hier am Rand weiß ich jetzt nicht, ob ich das so perfekt gemacht habe. Wenn ich das aber nachher abgeschliffen habe, kann ich das immer noch nachkleben. Eine Frage, ja? Werden die Heavy Body Gels immer im Programm bleiben? Ja, ich bin auch schon am Überlegen, ob wir noch ein paar Farben, also es werden noch wunderbare Farben für Weihnachten kommen, also die passend für Weihnachten sind, da kommen ganz neue Sachen dazu noch und dann müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht bestimmte Farbvarianten für Herbst noch machen, die also richtig so typisch für Herbst sind, weil ich benutze sie halt gerne so für die Schablone, aber auch, wie man das jetzt gleich hier sehen wird, wahnsinnig gerne über irgendetwas, also wie über hier diesen Reispapier. So. Und jetzt mache ich ja, das mache ich ja auch nicht immer, dass ich mit dem Kleber nochmal über das Reispapier gehe. Ich mache das jetzt eigentlich, weil ich möchte, dass das Reispapier richtig gut versiegelt ist, dass nachher das Heavy Body Gel nicht eingesaugt wird, sondern dass das Heavy Body Gel, wie soll ich sagen, ich mache das jetzt hier so quer, dass das Heavy Body Gel schön obendrauf steht, dass das auch genauso dick erhaben obendrauf steht. Weil Reispapier ja extrem saugend ist, saugt das natürlich auch das Heavy Body Gel ein und deswegen versiegel ich das jetzt hier mehr oder weniger mit dem Kleber. Das ist der Grund, weswegen ich nochmal so viel Kleber obendrauf. Diese Blumen kann man für irgendwas immer noch nutzen. Jetzt möchte ich sie hier nicht benutzen, aber das ist jetzt nicht so, dass man, wenn man sie weg, dass man die jetzt als wegwerfen muss, sondern die will ich jetzt einfach nur hier auf diesem Bild halt mal nicht haben, sagen wir es mal so. So. Jetzt muss ich aber das Weiße, weil ich das da drüber klebe, muss ich dieses Weiße hier komplett wegmachen. Sonst sieht das nicht gut aus.
Und das kann man auch ruhig so, genau, nicht so ordentlich machen, weil gleich muss ich mal schauen, wie ich das hier ansetze. Ich schätze mal, dass ich das so ansetze. Dann werde ich mal gucken, ob ich das untere dann noch hier noch ein bisschen mehr wegnehme. Frage, ja. Kommen nochmal Glasscheiben, um Spiegel zu gestalten? Was wir jetzt gemacht haben, und da können wir selber nicht mithalten von dem Preis hin. Wir sind einfach in den Baumarkt gegangen und haben uns da Wechselrahmen gekauft. Es gibt diese Wechselrahmen wirklich in sämtlichen Größen und die sind so günstig. Da können wir mit den Glasscheiben, die wir hier haben machen lassen bei so einem Glas, können wir einfach nicht mithalten. Das ist für uns nicht machbar vom Finanziellen her. Da sind sie viel günstiger, wenn Sie zum Baumarkt gehen. So, ich finde, das sieht toll aus. Frage zum Heavy Body Gel. Ja. Könnte man das auch selber färben, vielleicht mit Pigmenten? Man kann es selber färben. Ich habe es auch probiert. Das Problem ist aber, dass dann der Glanz weggeht. Weil wenn Sie es mit flüssigen Pigmenten färben, dann geht die Konsistenz weg. Das heißt, dann wird es zu flüssig. Und wir haben es ja jetzt sogar extra noch ein bisschen dicker herstellen lassen, weil ich wollte es extra dick haben, damit das, wie soll ich sagen, damit das halt so schön steht. Dreidimensional bleibt. Genau, damit das so schön steht. Und wenn man das jetzt selber anmischt mit etwas Flüssigerem, dann geht halt die Konsistenz verloren und es ist nicht mehr so fest. Gell? So, jetzt ist ein genialer Hintergrund, finde ich. Also gucken, ob man vielleicht, nee, aber hier ein kleines bisschen werde ich hier noch so draufkleben. Ich habe noch so ein paar Dinger hier und wenn das dann trocken ist, müssen wir das da ein bisschen abschleifen. Da. Und 2 kleine Stückchen hier. Das ist ja das Schöne am Reispapier, dass man das einfach so machen kann, dass man einfach irgendwo noch, wenn man Flecken zumachen will, das machen kann, ohne dass das irgendwie negativ auffällt, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, je mehr man da macht, umso besser sieht es aus zum Schluss. So, okay. Jetzt haben wir den Hintergrund, aber hier, genau, hier war irgendwie schon kein Kleber. Das ist das, was ich eben meinte, den Rand. Ich gehe jetzt darüber. Wenn das trocken ist, muss man dann halt mal gucken, wo man nicht so genau geklebt hat. Gell? Das sieht man aber am besten, wenn man es abgeschliffen hat. So, jetzt gucke ich mal gerade, wo mein Schleifschwamm ist. Der ist hier. Und zu Hause lassen Sie es natürlich trocknen, gell? Weil das ist nicht so gut, das jetzt hier im Nassen zu machen, aber man kriegt es halt ganz schnell, diese Ecken ganz perfekt hier weg. Kann man jetzt auch ziemlich gut sehen, dass die ganz perfekt hier weg sind. So. Aber zu Hause bitte unbedingt trocknen lassen, also nicht unbedingt im Nassen machen, ja genau, weil sonst nämlich genau das hier passiert, dass hier ein bisschen was zu viel weg ist. Das kleben wir gleich nochmal drüber. Ja, da. Oh, das geht. Da ist schon trocken genug. So, und jetzt nochmal hier oben. Eine Frage. Ja. Kann man Heavy Body Gel auch auf Stoff aufbringen und dann waschen? Das geht ja, aber Sie haben halt so wie so ein dickes Stück Plastik da drauf. Gell? Das ist ja nicht flexibel. Gell? Das ist jetzt nicht irgendwie, sondern das steht ja dann dick wie so ein Stück Plastik ab. Gell? Das muss man bedenken, wenn man das machen will. Rein technisch, ja. So, jetzt haben wir hier noch, da müssen wir noch mal drüber gehen, das habe ich mir wieder runtergeholt. Muss ich noch mal gerade, das muss man dann nachher noch mal nachkleben, also noch mal wegmachen. Wenn das muss ich jetzt erstmal trocknen, sonst macht das keinen Sinn. Wenn ich jetzt noch mal drüber gehe, wird es immer wieder weggehen.
So, also das sieht schon mal richtig gut aus. Und jetzt muss man überlegen, ob wir das vielleicht, ich würde das sogar so machen, ich würde das jetzt in der Länge benutzen und dann könnte man nämlich in der Länge das hier nachher draufsetzen, das werden wir aber anmalen und werden jetzt mit Heavy Body Gel hier an den Seiten arbeiten. Eine Frage? Ja. Das Reispapier mit den Blüten, wo die Folie mit dabei war, kommt Ja. das nochmal? Nein. Nein. Ein bisschen kommt ja wieder rein, weil uns ist die Folie ausgegangen. Jetzt Ach so. kommt die Folie neu zugeschnitten, genau auf die Reispapiere. Aha. Und in Zukunft werden wir, glaube ich, noch mehr Designs für auf Folie machen, ne? Richtig? Ja, ja. Okay, so, gut, dass ich das auch erfahre. So, jetzt bin ich am Gucken gerade. Ich würde das jetzt so machen, das heißt, ich werde das jetzt hier beige anmalen, so ein bisschen wie da. Und werde das dann, glaube ich, braun lasieren. Ich möchte, dass das passend ist zu dieser Oberfläche, braun lasieren. Ich mache das jetzt gerade, auch muss das, glaube ich, gar nicht so perfekt machen, weil wenn ich braun lasiere nachher, ich schaffe das ja nicht, dass es so trocken bleibt, kommt sowieso ein bisschen das Weiß wieder raus, was aber nicht schlimm ist. Was bestimmt gut aussieht. Sagen wir das jetzt einfach mal so. So. Welche Farbe ist das? Das ist dieses Gelber Sand. Sand. Gelber Sand, genau, gelber Sand. So. Ist das aus Holz, worauf du malst? Nein, das sind diese, ich weiß gar nicht, wie nennt sich dieses Material eigentlich? Ist eine Art Resin. Ist auch eine Art Gießharz, aber das ist halt so, ja, ist eigentlich weißlich, das ist so der Hintergrund, lässt sich aber nicht biegen bei Hitze. Das ist also wirklich, das geht nicht kaputt, da können so richtig was mitmachen, da passiert nichts. Das ist halt sehr Vorteil, deswegen sind die sehr detailliert und man braucht sich keine Gedanken machen, dass die irgendwie abbrechen oder so. So. Das ist noch ein bisschen, das muss ich wenigstens kurz mal antrocknen, weil der Gedanke war jetzt, hier mit dem braunen Heavy Body Gel drüber zu gehen. Und damit die Schablone mir jetzt hier auf dem Nassen nicht kleben bleibt, habe ich gar keine andere Chance, das muss ich jetzt trocknen. So, ich gucke mal, ob in der Zeit, wo das Ding hier mal so ist, ob das ins... Ja, ja, das wäre toll. Ich stelle das mal gerade vor die Heizung, dann geht das schneller. So, dann tue ich mal in der Zeit hier das antrocknen. Jetzt habe ich es. Dann kann ich hier nämlich diese Uhr mal gerade drauf machen, weil da waren ja auch die Fragen, ob man das zum Beispiel noch lackieren kann. Natürlich kann man das lackieren. Das bedeutet, man könnte jetzt, wenn ich diese Flasche hier fertig habe und das Wassertransfer drauf gemacht habe, kann man selbstverständlich lackieren. Das heißt, man könnte auch den Krakellack nehmen, das war auch immer eine Frage, ob der Krakellack, hier ist noch alles patschenass, ob der Krakellack funktioniert, geht, der Krakellack funktioniert, der Pouring Glaze, der Hochglanzlack funktioniert. Okay. So. So, jetzt müssen wir noch gucken. Wir können die neuen Wassertransfers ja gar nicht zeigen, aber vielleicht kann Jacqueline die neuen Weihnachtsmolds zeigen kurz. Du bist ja so blöd. Du bist ja so blöd. Damit tut er mich die ganze Zeit schon aufziehen hier. Er hat gesagt, heute kommt bestimmt die Frage, die neuen Weihnachtsmolds. Okay. Oh, jetzt habe ich mir hier hinten die Tropfen drauf gemacht. Egal. So. Ja. Okay. Jetzt machen wir das hier nochmal. Also wieder das Gleiche, die Folie herunternehmen. Und jetzt mache ich wieder Sprühnebel. Hallo. Ja, bin da. Ja, von wegen. Bin ja da. Du bist am Träumen und am Lachen und wieder am Unsinn machen. Gell? So, draufgesprüht. Jetzt gucke ich hier natürlich, dass ich das relativ gut hier
platziere. So, und jetzt muss ich natürlich richtig Wasser drauf geben. Gell? Ich halte das jetzt hier und jetzt muss ich richtig Wasser drauf geben, damit das auch um diese Biegung hier ist. Gell? So, überall richtig. Deswegen sollte die Flasche unten drunter trocken sein. Ich hoffe nicht, dass ich mir jetzt hier die Farbe wieder irgendwo runterhole, weil ich das jetzt hier so dolle mache. Jetzt muss man ein bisschen dem Ganzen Zeit geben und dann mache ich das jetzt hier auch. Ich schiebe das gleich einfach wieder nur weg. Aber man gibt es ihm ein bisschen Zeit, dass das hoffentlich mit der Farbe nicht gleich die Farbe runternimmt. Frage, würde es mit einem nassen Tuch besser gehen? Nein, eigentlich nicht. So, aber ich habe jetzt hier ein ganz bisschen, aber egal. Hier ist mir minimal, kann man gucken, minimal was verschoben. Aber das ist so minimal, dass man es nicht sieht. Aber das hättest du nicht, hättest du es kurz trocknen lassen. Ja, ich weiß. Aber ich finde es trotzdem, sieht es genial aus. Wenn man gerade mal hier unten sieht, da hast du doch das Gefühl, es ist auf diese Flasche aufgemalt, oder? Und hier ist wieder keine Luftblase drauf. Aber das Wichtigste ist halt trocknen lassen, die Farbe unten drunter und das ein bisschen länger. Ich habe es jetzt weggenommen, weil ich wollte nicht, dass es mir diese Farbe hier auflöst, diese Unterfarbe, die halt nass ist. Aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Wenn ich diese Flasche jetzt so lassen würde, bin ich gerade am Überlegen, würde ich vielleicht einen von den kleinen Fischen da drauf tun oder ich kombiniere das und mache noch das zweite hier drauf. Oder ich mache diesen Fisch. Ich würde diesen Fisch hier drauf tun. Ja, trocknen lassen und dann würde ich hier noch diesen Fisch drauf tun. Dann habe ich es ganz weg und es fällt keinem auf. So, und wenn ich das können wir nachher noch machen, das muss jetzt nur trocknen, wenn ich jetzt wieder da mit Wasser drüber gehe, dann habe ich es mir jetzt endgültig kaputt gemacht. Also richtig schön trocknen lassen und das ist jetzt auch machbar, komplett, man hat ja den Glanz, komplett mit Pouring Glaze zu lackieren. Gell? Also das ist überhaupt kein Ding, dass man das komplett glänzend macht, dass die ganze Flasche halt aussieht, als wäre das von Hand gemalt. Ja? Und danach würde ich dann das nochmal drauf tun. Aber vielleicht haben wir noch die Zeit, sonst wenn nicht, zeigen wir das auf meinem Blog. So, hier geht die Farbe jetzt runter. So, machen wir die gerade mal. Die war ja noch nicht trocken, kann ich dieses, was mir falsch ist, weggemacht. So, okay. Tue ich das hier hin, finde ich trotzdem schön. So, habe ich es jetzt, komm. Jetzt kannst du mir das dahin tun, damit das da auch trocken ist. So, ja, jetzt ist natürlich die Überlegung, lassen wir es matt? Ja, wir lassen es matt. Wir lassen es matt. Jetzt dürfte das hier, ja, das waren diese zwei Ecken. Und jetzt würde ich aber noch gerne, bevor ich jetzt damit drauf gehe, würde ich gerne diese Seiten ein bisschen braun machen. Und zwar so ein bisschen wie Drywash braun. Dafür, nee, das ist jetzt das Heavy Body Gel. Dafür nehme ich ein dunkles Braun. Wo ist unser dunkles Braun? Wir haben doch so ein tolles Braun. Ja, dafür nehme ich. Ich hätte noch Frage zu Transfer. Dark Brown, dunkelbraun, Dark Brown. Egal, es kommt alle Farben, egal. So, ja, da haben wir es, genau, nehme ich dunkelbraun. Gell? So, nochmal Sabine. Zu den Transfermotiven, ja. Könnte man das abgezogene Papier auch noch verwenden? Das abgezogene Papier, wenn jetzt, Moment, doch. Also wenn man sich das jetzt so anguckt. Schwarz-Weiß Papier übrig? Genau, das können Sie, das ist gedruckt. Natürlich kann man das irgendwo zurechtschneiden und als Hintergrundpapier nehmen oder so. Warum denn nicht? Wer sagt denn nein? Klar. Das ist ja ein bedrucktes Papier, das muss man jetzt trocknen lassen. Das ist ja jetzt patschenass und dann können Sie das, natürlich kann man das benutzen. Und die Folie dann bestimmt auch, oder?
Ach, du bist ein Blödkopf. Du musst immer direkt, immer übertreiben, oder? Immer übertreiben. Kann man bitte nochmal sagen, welche Farbe die Flasche hat? Die Farbe war, die Flasche war klar. Die Blaufarben, die ich da drauf gemacht habe, da habe ich... Flachsblau und tief Ozeanblau. Ja, Sam sagt es schon. Tiefes Ozeanblau. Musst du noch mal sagen, ich habe kein Mikro mehr. Tiefes Ozeanblau ist die Farbe. So, jetzt mache ich wie Dry Brush, aber mit Dunkel, ein bisschen hier über diese Ecken. Mir geht es darum, dass ich diese Ecken, jetzt kann man das ziemlich gut sehen hier, dass ich diese Ecken hier braun bekomme. Oh, hast du das schon? Ja. Blöd bin ich. So. Und jetzt. Dadurch bekommt man natürlich auch noch einen bisschen älteren Effekt. Hinterher würde ich natürlich hier dieses Art Panel hier außenrum natürlich, das ist jetzt weiß, auch noch braun anmalen, gell, in der Farbe. Aber mir geht es jetzt erstmal, dass man hier wie wenn wir die mit dem Papier gearbeitet haben und mit dem Distress Vintage Foto einmal außenrum gegangen sind. Gell? Das ist ungefähr der gleiche Effekt, dass man einmal das Ganze außenrum ein bisschen dunkler macht. Ich hebe es jetzt nochmal hoch, dass man das so sieht seitlich. Wir sind nochmal von vorne. Ja, jetzt hat man so außenrum so einen schönen dunklen Rand, so ein bisschen einheitlich. Und das hier wird später auch noch braun angemalt. So, jetzt machen wir das hier so rum. Die Farbe tiefes Ocean Blue, das sind die Chalky-Farben von Decosoft. Ja, genau, das sind die Decosoft-Farben. Genau. So, und jetzt nehme ich die, also ich würde jetzt keine so eine Bordüre nehmen. Ich hätte am liebsten natürlich Schriften gehabt, aber die Schriften sind alle ausverkauft. Die habe ich auch nicht mehr irgendwie, weiß nicht warum. Sam, kannst du mir sagen, warum ich sie nicht mehr habe? Tja, könnte ich. Ja, genau. So, und jetzt arbeite ich mit dem Heavy Body. Und jetzt kann man das super sehen. Diese Konsistenz ist der absolute Knaller. Gell? Dass man das hier so seitlich halten kann und das läuft nicht runter. Gell? Das ist wirklich der Hammer. So, und jetzt kann man sich überlegen, ob man das jetzt sauber macht oder ob man nur... Das ist jetzt das Braun, was jetzt was wir eben gesehen haben und was eben ja so ein bisschen rot aussah. Gell? So, jetzt mache ich das hier so und hier mache ich ein bisschen. Bin jetzt die ganze Zeit am Überlegen, ob ich das sauber mache oder ob ich da, könnte doch sein, das ist doch ein bisschen Grau mit da reinmischen, oder? Das könnte eigentlich ganz gut aussehen. Dass man da ein bisschen nicht so perfekt. So. Ich habe jetzt diese dicken Schablonen genommen, damit das auch nachher so eine schöne Rundung und bin jetzt, wie man sieht, auch mit dem Grau und habe dadurch, dass ich jetzt hier so da drüber gehe, habe ich mir da sieht man es ganz besonders, ein bisschen gemischt, das Grau. Ich gehe hier die Mitte nicht, weil da ja gleich das Motiv hinkommt. Oh, das sieht schon richtig gut aus. Oder? Und diese Mischung, finde ich, sieht auch richtig gut aus, das Grau mit dem Braun. Ja? So. Und jetzt machen wir das, ohne dass ich das hier sauber mache, direkt auf der anderen Seite weiter. Gehe ich hier nochmal in dieses Braun. Ein bisschen mehr. Natürlich, wenn man jetzt in dieses helle, verwaschene gehen will, kann man das ja auch diese Grau oder jetzt dieses Braun natürlich auch mit Weiß mischen. Gell?
Nur jetzt hier hätte jetzt das Weiß, glaube ich, nicht gut ausgesehen. Aber wenn man jetzt etwas macht, wo man sagt, man möchte auch hinterher so ein bisschen shabby und Trockenpinseltechnik machen, dann das Weiß damit unterzumischen, ist natürlich dann genial. Gell? So. Ich bin immer am Überlegen, ob ich es ein bisschen kaputt lasse oder ob ich es ganz mache. Jetzt habe ich hier jetzt ganz, ich fand das schön. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen kaputt gemacht. Ach so, so. Ich finde, dass dieses Kaputte eigentlich fast noch schöner wie das Ganze. Aber es sieht auf jeden Fall absolut genial aus. Ich finde, es sieht absolut genial aus hier da. Okay. So, jetzt habe ich keine Zeit. Oder normal müsste ich natürlich jetzt hier. Ich versuche das jetzt mal, weil das ist ja nass. Ich kann es jetzt hier nicht drauflegen. Nee, ja, es wäre ein bisschen schade. Ja, gell? Ja, normal muss man das jetzt natürlich trocknen lassen. Ja, ist schade, gell? Muss man es trocknen lassen. Ich hebe es nochmal hoch. Ja, es sieht absolut genial aus, gell? Ist jetzt auf dem Kopf. Ja, ist auf dem Kopf, habe ich ja gesagt. So, oder? Also aber mir gefällt, muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt am allerbesten noch dieses kaputt. Jetzt gehst du auf die andere Seite, ja, da sieht man natürlich wieder diesen Glanz und dieses Dicke. Und jetzt trocknet das. Und jetzt sieht man das, dass es nicht so abgehackt trocknet, sondern dass es sich zusammenzieht und dadurch diese Rundung oben drauf geht. Geh bitte mal nach da, weil diese Seite ist noch viel, viel schöner. Genau, da, weil die ist so kaputt. Ich finde das halt total schön, wenn da so halbe Teile sind, so kaputt. Und dieses Grau mit dem Braun passt hier natürlich perfekt hier drauf. Gebrochene Herzen. Ja, so. Und dann müssen wir das jetzt hier noch ein bisschen, ja, das machen wir. Soll ich das rüber tun zum Trocknen? Ja, gib mal rüber zum Trocknen. Vielleicht schaffen wir ja das noch gerade da rein zu tun, wenn das so schnell trocknet. Das wäre ja toll. Bestimmt nicht, ne? Ja, ja, ich weiß, dass du das ernst meinst. Halt die Weihnachtsmode in der Zeit. Ja, ja. Wahnsinn. Nein, ich weiß, was ich in der Zeit zeige. Moment, ich muss erst... Oh. So, erstmal tue ich das, da muss ich... Ich könnte auch nur solche Trockenpinseltechnik noch machen, aber eigentlich müsste es in die Vertiefung dunkel rein, oder? Ich muss irgendwas machen, was schnell geht. Ich gucke mal, wie das aussieht, wenn man mit dem Braun oben drauf geht. Ob das... Vielleicht sieht das ja gar nicht so schlecht aus. Zu dem Papier, oder? Wenn wir mit dem Braun. Können wir auch so rum machen, oder? Ist doch eine schnelle Lösung gewesen. Eine Frage, ja? Könnte man über das Heavy Body Gel auch Goldfolie machen? Über das Heavy Body Gel jetzt Goldfolie machen. Ja, aber es genug klebt, wie der 3D. Nein. Der Unterschied ist ja, dass wenn das Heavy Body Gel getrocknet ist, klebt es ja gar nicht mehr. Dann ist es eine glatte Oberfläche. In das Nasse das reinzutun, da geht es ja kaputt. Dann vermatscht man ja diese, sage ich jetzt mal, diese Schablonen. Dafür brauchen Sie, wenn Sie Abdruckfolie, dafür brauchen Sie den 3D-Glue. Der 3D-Glue ist so, dass der klebt, wenn er trocknet. Also wenn er getrocknet ist, dann klebt er. Also für diese Technik brauchen Sie den 3D-Glue. Ich finde das gar nicht verkehrt. Ich lasse das jetzt so. Das ist eine relativ schnelle Art gewesen, das jetzt hier fertig zu machen. So, und bis der Sam jetzt kommt. Am 18. haben wir ja, habe ich ja eben gesagt, haben wir ja da, wo haben wir es denn? Wo haben wir es? Ah, nix, bleib du mal da hinten. So, er hat mir aber erlaubt, ich darf nur die Papiere zeigen. Das ist das Maritimpapier, was am 18. kommt.
Also da gibt es passende Laserkamera, Sam. Ja, ich war dein Ding am machen. Also, das heißt, da gibt es Lasercuts zu und natürlich unsere Abschnitte. Das Papierset ist aber nur mit 4 Papieren, ein bisschen kleiner, auch ein bisschen dann nicht ganz so teuer, weil die Preise sind so explodiert, dass ich gesagt habe, komm, also irgendwo müssen wir ja noch irgendwo bleiben, dass man das auch mal ebenso wieder mitnehmen kann, ist meine Meinung einfach. Aber ich sage, machen wir lieber ein Papier weniger rein und dann funktioniert das Ganze. So, gibt es das, dann auf der Rückseite gibt es diese, ich finde sie ganz, ganz toll, muss ich sagen, gibt es dann diese Papiere für die Karten, was mir natürlich auch daran unheimlich gefällt. Sie sehen, dass es natürlich passt zu den Wassertransfers, die wir haben. So, dann kommt das nächste Papier. Da haben wir wieder ein Segelschiff und schön mit diesem Watercolor da, sage ich jetzt mal. Dann auf der Rückseite haben wir dann den Kompass oder hier. Das sind alles diese Motive, die wir auch als Wassertransfers hatten. Also dass das ganz, ganz toll zusammenpasst. Dann haben wir das nächste, auch das erkennen Sie bestimmt wieder. Da haben wir dann auch da dieses immer wieder reingesetzt und hier auf der Rückseite auch ganz toll. Also ich finde diese neutralen super schön wie hier und hier, da gibt es natürlich die fantastischen Lasercuts dann zu und dann ganz zum Schluss halt diese Unterwasserwelt mit den Fischen und dann hier noch alles in der Richtung und auch ganz viele so schöne, also richtig schön auf alte, neutrale Papiere, wo dann auch hier unten zum Beispiel diese Bordüren kann man auch immer super benutzen. Das sind jetzt nur die Papiere, dazu kommen natürlich die Mittelpunkte und die Abschnitte, aber nur so, dass man das jetzt mal sieht. So Sam, her damit. Wir wollten noch was mehr machen heute. Wie ist denn der Zeit? Sehr, sehr gut. 20:36. Oh, ha, wir wollen noch das Schwarze machen. Ja. Okay. Da musst du den halt so fertig machen. Ne? Ja, genau. Ja, dann mache ich dann nicht böse sein, dann mache ich den auch nicht fertig, weil das schaffen wir nicht. So, das heißt, ich würde jetzt da auch noch oben und unten das machen, dann würde ich das draufsetzen. Dann kannst du das mal so ein bisschen ja genau, dann würde ich das draufsetzen, dann würde ich, deswegen dann würde ich da noch ein bisschen braun drumherum machen und dann ist das ein richtig schönes Layout. Nur mal so als Idee, Sie werden es fertig sehen, aber sonst komme ich nicht mehr zu diesem Schwarzen. Eine Frage, ja. Kommt das Papierset in den Shop oder zu HSE? Nur hierhin, exklusiv gibt es nur hier, nur bei uns, so, bei allem, was ich da habe. So, ganz kurz, Sam, damit es schneller geht, bring mir einfach ein kleines Art Panel bitte. Weil ich habe hier ein großes, das dauert jetzt einfach viel zu lang. Das schaffen wir nicht. Jetzt müssen wir ein bisschen reduzieren das Ganze. Ich habe alles vorbereitet und zeige Ihnen gleich noch ein paar Dinge, was man da so machen kann, damit man das macht. So, der Hintergrund ist diese Dipping Paint. So, da. Das ist diese Farbe, wo man normalerweise die Sachen reintaucht. Und es gibt 2 Möglichkeiten. Ich kippe sie einfach über diese Art Panels, dass sie eine gewisse, jetzt kann man das sehen, dass sie eine gewisse Dicke haben. Und dann lasse ich sie an der Luft trocknen. Wenn Sie das tun, bekommen Sie wirklich so eine super schöne, glatte, glänzende Oberfläche. Wenn Sie das beschleunigen, und das haben wir auch gemacht heute, und die Dinger sind hier unten, die zeige ich Ihnen gleich, dann bekommen Sie ganz, ganz andere Effekte und diese Effekte sind auch toll. Mal was anderes. Also, wie macht man das? Schnell alles zumachen hier. Das trocknet mir noch alles ein. So. Sie nehmen diese Dipping Paint. Aha. Die immer so fantastisch. So. Und jetzt bitte nicht sparsam sein, sondern Sie kippen die wirklich hier drauf. Und da brauchen Sie sich auch keine Gedanken machen. Die läuft nicht wirklich runter.
Und ich habe sie dann verteilt. Das heißt, richtig schön sauber bis hier an diese Ecken verteilt. Und nicht mit dem Pinsel, sondern ich will ja diese super glatte, schöne Oberfläche haben. Und jetzt, glaube ich, kann man das schon sehen, dass man da so eine sensationelle Oberfläche bekommt. So, ich hebe es mal so ein bisschen seitlich. Na, doch, da hat man es jetzt gesehen, jetzt nicht. Sieht man's. So. Aber bitte hier nicht sparsam sein. Also es muss, Sie haben ja gesehen, es muss eine gewisse Dicke da oben drauf, damit man das Ganze auch so hat. So, jetzt habe ich das gleich verteilt. Kann man das jetzt? Da, ja. Jetzt, was ist das, die Kamera von? Hier. Nee, ich will die unten haben, die untere. Ja, da kann man das besser sehen, gell? Da, genau, da. Dass es jetzt eine ganz glatte Oberfläche ist. So, jetzt mache ich hier, das verteilt sich noch ganz glatt, wenn es auf eine gerade Fläche ist. So, schnell zumachen. Und diese Teile, also nochmal, ich habe die aus dem Internet, ich weiß leider nicht mehr von wem, also diese Idee ist nicht von mir, gell, aber ich fand sie ganz toll. Die Dame hat es, glaube ich, auch ein bisschen anders gemacht wie ich, aber ich habe einfach runde Harti-Bällchen genommen, bin dann mit dem Prägestift, aber Sie können eigentlich nehmen, was Sie wollen, einfach da rein und habe die dann rund gemacht. Und habe sie anschließend, so jetzt kommen Sie hier, unten, wir sind nämlich noch am Trocknen, und habe sie anschließend, einmal bitte von oben wieder, genau, habe sie anschließend mit unserem Pigment Fix angemalt. Und die tun Sie jetzt einfach, die sind sogar noch, die tun Sie jetzt einfach hier drauf verteilen, so wie es Ihnen gefällt. Das heißt, ich mache die jetzt, nehme die jetzt hier so und die trocknen jetzt da drin, Sie müssen die auch nicht kleben, weil die sind jetzt in der, sag ich jetzt mal, in der Farbe, halten die jetzt. Gell? So, ich mache das jetzt so. Und Sie verteilen die einfach so, wie es Ihnen gefällt. Eine Frage, ja. Ist die Farbe wie Tauchfarben? Ja, genau, das sind Tauchfarben. Dipping Paint sind Tauchfarben. Jetzt kann ich nichts dazu sagen. Ich weiß, dass es die Tauchfarben von allen möglichen Herstellern gibt. Ob das auch so funktioniert, ob die auch so eine dicke Konsistenz haben, da bin ich jetzt überfragt. Ich kenne wirklich nur diese eine Tauchfarbe hier von der Firma Pentart. Ja, genau. Okay? Also die anderen kenne ich nicht. Nicht, dass da jetzt einer sagt, das geht ja gar nicht. Also die kenne ich nicht. So, jetzt kann man das so verteilen. Und dann kann man verschiedene Dinge machen. Das heißt, entweder, und das zeige ich Ihnen gleich nachher bei dem Teil, was ich hier unten habe, Sie nehmen die 3D-Balls. Und da mache ich auch einfach das Pigment Fix mit dem Goldpigment, tue das in so einen Becher umrühren, dann tue ich die einfach mit in den Becher, rühre die mit um und dann sind die Gold, zeige ich Ihnen gleich, okay? Und streue die dazwischen. Oder wenn ich eher in so was Feinerem bleiben will, das heißt, dass ich jetzt sage, ich mache das nachher nur mit einer Farbe, dann nehme ich diese kleinen Micropearls und dann gehe ich noch so ein bisschen mit diesen Micropearls und streue die natürlich jetzt alle rein, weil jetzt ist die Farbe ja noch nass. Und alles, was Sie jetzt hier drauf streuen, egal was, bleibt hier schön erhalten. Und da kann man nicht nur das machen, da kann man nämlich auch noch viel, viel mehr machen, was ich zwar jetzt gleich hier unten benutzen will, aber bitte nicht weglaufen. Man kann jetzt natürlich auch sagen, okay, ich tue jetzt hier noch ein paar echte Perlen, so dazwischen. Gell? Die bleiben, Sie brauchen sich keine Gedanken machen, die bleiben da drin. Kannst du noch mal von oben kommen, bitte? Genau, die bleiben jetzt da drin so richtig schön hängen, die braucht man nicht kleben. Gell? Und das sieht natürlich super toll aus, gell? Was man da so alles machen kann. So. Und bevor ich das jetzt weiterarbeite,
lasse ich das, wenn ich keinen Effekt haben will, wenn ich nur diese glatte Oberfläche, so wie das jetzt hier ist, wenn ich nur diese glatte Oberfläche haben will, da sieht man sie richtig, dann lasse ich das ganz von alleine trocknen. Also nicht an die Heizung, nicht mit dem Föhn, gar nichts. Das tue ich jetzt weg. Die lasse Kurze ich jetzt, Frage, ja. Wie sind nochmal die goldenen Töpfchen gemacht? Da ist, wo ist Hati? Ganz simpel. Hati genommen, ein kleines, das ist ein bisschen groß, ein bisschen kleiner, so ein kleines rundes Teil hier gemacht. Wo ist mein Prägestift? Eben hatte ich ihn noch gehabt in der Hand, den großen. Ja, wenn Sie keinen Prägestift haben, dann machen Sie es einfach mit dem Daumen und dann einfach hier so, ich hatte eben einen, einfach nur hier so eine Rundung gemacht. So. Das war's schon. Und dann trocknen lassen und mit Pigmentfix und dem Goldpigment oder Silberpigment halt machen, wie man gerade will. So, jetzt muss ich aber wieder zurück zum, so. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit, jetzt kommt ein geiles Teil, ja genau, so. Zum Beispiel, sind jetzt die kleinen Perlen, also diese Micropearls, ebenfalls, nicht Micropearls, diese 3D-Pearls, ebenfalls in Pigmentfix und Gold getaucht und dann einfach hier oben dazwischen, also das war das erste, was ich gemacht habe. Dann habe ich diese Teile da drauf getan. Und dann habe ich dieses Gold ist ja hier so ein bisschen weg und dann bin ich einfach mit so einem spitzen Schaschlik-Spieß, sage ich jetzt mal, da rein, habe das verstanden. Und dass das jetzt aber dann, und jetzt zeige ich das hier, aufgerissen ist und zum Beispiel hier, richtig, kann man es erkennen, ja genau, richtig so ganz genial da drüber gelaufen ist, das ist passiert, weil wir das so dickfarbig aufgestellt haben vor die Heizung. Und dadurch sind diese Risse gekommen und ich finde das absolut genial und das ist dann so rausgekommen. Also das sind Sachen, die man so machen kann. Da kann man so ein bisschen, diese ganzen Risse hier sind dadurch gekommen, da kann man so ein bisschen ausprobieren, was man so will. So, aber jetzt haben wir ja nur diese Basis, jetzt haben wir das Gold, jetzt haben wir diese Dinge gemacht. Und jetzt ist die Frage, welche Farbe mache ich? Und alle diese Chrompigmente, alle Farben dieser Chrompigmente, die wir haben, die gehen jetzt. Und man kann jetzt mehrfarbig arbeiten, man kann einfarbig arbeiten. Ich habe also zum Beispiel auf dem hier, jetzt nehme ich das nochmal von unten, hier, wenn man das jetzt sieht, da kann man sehr gut sehen, da ist dieses Gecko Green und hier ist das Gold, also da habe ich jetzt mehrfarbig gearbeitet. Ich habe immer ein bisschen Gold hier außen rum und hier dann Gecko und habe dann noch immer von dem 3D-Kleber einen Tropfen hier rein und bin dann nochmal mit den passenden Farben Micropearls draufgegangen. Ja, so, und jetzt haben wir ja hier dieses ausgefallene Teil, mal so ein bisschen anders. Und das mache ich jetzt, wie heißt dieses Grün? Dragon Eye? Ja, Dragon Eye. Und das mache ich jetzt mit Dragon Eye. Und jetzt muss ich direkt mal überlegen. Ah Gott, bitte, ja. Das ist auch schon immer gut, was da oben drauf ist. Das kann man schon immer nehmen. Oh ja. So, und jetzt muss ich gucken, wie ich das am besten für die Kamera zeige. Ja, jetzt kann man natürlich hier, ach, das sieht schon sensationell aus. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob man jetzt komplett hier das damit einfach macht. Jetzt bin ich hier auch über den Riss, also ich finde das ganz toll. Nee, kann man nicht. Ich muss es so machen, ich mache es so. Jetzt kannst du da richtig drauf gehen. Ja, genau. Das heißt, ich gehe jetzt auch komplett über diese Risse damit. Man könnte aber natürlich auch sagen, nee, ich mache jetzt 2 Farben. Sam, kannst du mir noch, oder ich habe ein Gold hier. Ich hole noch ein Gold. Nee, ich weiß nicht, ob das noch genug ist. Ja, genau. So, ich würde jetzt tatsächlich hier zum Beispiel das Gold ein
Bist du noch drauf da Ja, unten? du musst nur ein bisschen drehen. Okay, so. Ja, perfekt. So, genau. Hier würde ich jetzt mit dem Gold hingehen. Und dann würde ich wieder in dieses Dragon Eye reingehen. So, grundsätzlich können Sie diese Pigmente, wenn Sie die gezielter auftragen wollen, auch mit einem Q-Tip auftragen. Das habe ich auch schon gemacht und das geht ganz, ganz toll. Und man braucht hier jetzt anschließend, wenn man jetzt das überall da aufgetragen hat, wo man, jetzt bin ich mal gucken, genau, jetzt mache ich über die Dinge, hier mache ich Gold. Ging das auch mit Wachspaste? Ja, aber diesen Effekt haben sie nicht mit der hat man nicht mit der Wachspaste. Diesen Effekt, den jetzt dieses Pigment hat, das ist ja, wenn man sich das hier anguckt, gell, den kriegt man nicht mit der Wachspaste hin. Aber man kann natürlich Wachspaste auch nehmen, aber dann hat man einen komplett anderen Effekt. Ich gehe jetzt richtig hier überall hin, dass ich überall dieses bis hier rein tatsächlich dieses Grün hier verteile. Und immer dazwischen, kann man das erkennen, wie sensationell das aussieht? Gerade auch hier, das sieht ja so absolut genial aus. Mach mal, ja nee, ich glaube, geht nicht besser. Ich bin am Überlegen, ob man, so wie ich das sehe hier von oben, ob man da das ein bisschen... Ja, kann man das gut sehen, weil auch hier diese Mischung hier mit dem, wie das Gold hier in das Grün reingeht, dann bin ich glücklich. Jetzt werde ich hier jetzt wieder. Wünschen wir, dass du das sehen könntest, jetzt werde so ich wir. wieder veräppelt hier, gell? Gell? Hammer. Nee, das ist. Ich lege es jetzt mal hin, damit ich hier weitermachen kann. Muss das Ganze dann noch fixiert werden? Nein, eben nicht. Eben nicht. Genau das ist der Punkt. Das hält da drauf und das bleibt auch da drauf. Und das ist ja dieses Sensationelle da dran. Und Sam, geh mal hier drauf. Kannst du das da zeigen? Hier, genau da. Genau. Das ist jetzt dieses Schwarze, gell, gewesen wie hier. Und du kannst natürlich, mit meinem Finger geht das jetzt nicht so perfekt, das hier zu machen, aber mit einem Q-Tip kannst du natürlich hier dieses, was hier rausgelaufen ist, was hier dazwischen gelaufen ist, kannst du komplett grün machen. Gell? Und dann sieht das einfach, gleich sieht man das, wenn ich das hochhebe. Eine Frage, ja. Muss die schwarze Farbe trocken sein, um die Effekte aufzutragen? Ja, auf jeden Fall. Die muss komplett trocken sein. Aber wenn trocken, klebt sie noch? Nein, die klebt gar nicht. Das ist deswegen muss die dick sein. Es ist diese extrem glatte Oberfläche, die sich irgendwie scheinbar mit diesem Pigment verbindet. Die klebt überhaupt nicht. Kein bisschen. Ja. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so rüberkommt, wie ich das sehe, aber wie ich das hier sehe, ist das der absolute Knaller. Hier. Nee, das gefällt mir jetzt wieder nicht so, wie du das zeigst. Ich fand das eben von oben besser. Ja, oder? Da sieht man dieses, wenn man das Ganze so mehr sieht. Tut mir leid. Und wenn man das jetzt hier so mit dem Finger aufträgt und dann mal irgendwo etwas ist, wo man sagt, das ist ja, da soll mehr, dann braucht man einfach nur nochmal mit dem Finger da drüber gehen. Oder jetzt gerade so, wenn so Hubbel sind, wo der Finger nicht komplett reinpasst, dann einfach wirklich mit einem Q-Tip geht das am allerbesten, das rein. Oder wer so ein Schminkschwämmchen hat, sag ich mal, damit geht das auch ziemlich gut. Färbt das später ab? Ha? Färbt das Ganze? Nein, eben nicht. Nein, Sie brauchen gar nichts. Ist das der Knaller, oder? Diesen Effekt kriegt man mit keinem Wachs hin. Für die Größe dieses Bildes reicht da eine Packung? Von den Farben, ja, natürlich.
Da reicht die locker, locker. So. Bin jetzt gerade am Überlegen, das müsste man ja noch... Ich glaube, dass ich selbst da vielleicht... Habe aber keine... Haben wir so grüne Perlen vielleicht? Nee, gell? Wenn sich so ein paar Perlen noch dazwischen tun. Nee, würde ich jetzt nicht. Nee, ich würde jetzt nicht. Ich bin gerade ein bisschen was am Überlegen, um noch irgendwie so ein ganz... Ja, wenn die dieses Grün haben, aber ich glaube, die haben wir nicht. Ich habe eben mal geguckt, was wir an Glasperlen haben, aber die sind nicht dieses Grün hier. Boah, das ist ja der Wahnsinn. Bin ich ja hier verliebt drin. Das ist ja der Wahnsinn, wenn man das hier so anguckt. Wie heißt die schwarze Farbe nochmals? Das ist das Dipping Paint. Ist auch in der Gruppe drin. Hier, Also da. Kannst du gerne nach vorne halten. Nee. So, und ist das jetzt... So, wenn jetzt sowas ist, wenn man das jetzt so schnell macht, dann kann man da gleich nochmal, überall nochmal drüber. Hier ist noch so ein bisschen schwarz, da gehe ich gleich auch nochmal drüber. Und hier, vielleicht kriege ich das noch ein bisschen mehr. Das Problem ist, mit dem Pinsel bringt es nichts, weil man muss es so ein bisschen da drauf reiben. Und deswegen, um da in diese Ecke zu kommen, braucht man einfach einen Q-Tip. So. Jetzt gehe ich hier, habe immer so ein bisschen das Gold nochmal dazwischen. Und jetzt kommt nochmal grün richtig. Sie haben noch 4 Minuten. Nein, ich soll ein bisschen mehr haben, nicht nur 4 Minuten. Habe ich echt nur noch 4 Minuten? Ja. Echt? Ja. Ist nicht wahr. Ich bin ja echt hier dieses hier unten. Ja, ganz katastrophal, ganz katastrophal. So. Okay. Von vorne. Ja, sagst du immer, wenn ich aufgehe. Ha? Ist das nicht toll? Oder jetzt den Rahmen schön schwarz anmalen und dann, also ich bin der Meinung, da muss noch was hier so drauf. Bin noch nicht ganz sicher, was, aber da mache ich noch was drauf. Also ich finde, die tun sich nicht, man kann natürlich jetzt sagen, okay, ich zeige es jetzt einfach mal hier, man tut hier noch ein paar Perlen hier dazwischen kleben oder da rein. Okay, einmal bitte von oben nochmal. Wie hier, das könnte man natürlich machen, aber das hebt sich für mich nicht genug ab. Also ich würde jetzt einfach schauen, dass ich noch irgendetwas, was sich so ein bisschen abhebt, und gerade mal gucken, ja, das ist das nicht ganz das gleiche Grün, sonst hätte ich das, aber da würde ich noch so ein bisschen sowas dazwischen machen und dann, aber ich finde noch irgendwas finde ich auf jeden Fall, was ich da noch rein tue. Aber die Bilder werden Sie dann alle sehen. Aber so Perlen, so ein paar von diesen Perlen hier, ist auch nicht schlecht, gell, da so da drin. Okay? Da hat man dann auch noch so ein etwas anderes. So, du hast mir den Zettel hier hingelegt. Da sind wir ja heute etwas schnell. Also ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und mal wieder ein bisschen was anderes. Nächste Woche kommt dann das Maritim-Set und danach kommen neue Antikfarben für draußen. Das heißt, dass man richtig so Töpfe selber gestalten kann, so Kotto-Töpfe selber machen kann, in 2 nagelneuen Farben. So, und gewonnen hat, ach, das freut mich aber, mal jemand, den man ganz oft liest. Frau Anja Teubel, herzlichen Glückwunsch, Sie bekommen die Dame. Und Frau Angelika Flechtner, Sie bekommen Herrn Hase nach Hause. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, es freut Sie. Sie haben dann jetzt beide haben neue Mitbewohner, gell? Genau.
für Ihren neuen Untermieter und viel Freude damit. Und ich hoffe, wir sehen uns am 18. März wieder zu Maritim. Und wenn sonst Fragen sind, bitte am 18. März oder halt schriftlich per E-Mail. Dankeschön und ciao, ciao. Thank you.